Junge, Erfolg. Let's go. Let's go. Ich weiß nur, dass, ach shit, ich hab grad den Namen nicht im Kopf. Wie heißt sie nochmal? Ich habe jetzt so lange Genshin Impact nicht gespielt und wenn ich das Game nicht spiele, dann kriege ich das immer nicht auf die Reihe, weil meine Gedanken woanders sind. Aber sie hat die Stimme von Megumin, die Speerkämpferin. Ich komm, es liegt mir auf der fucking Zunge, ey. Es liegt mir auf der fucking Zunge. War mit H, ey. Also ich habe jetzt kurz an Hanit gedacht, aber Hanit war aus Octopath Traveler. Hutao, genau, danke. Ja, Hutao war's, ey. Es ist schwierig, ey. Ich krieg das echt nicht hin, Leute, wenn man über andere Games redet. Ich bin immer 100% in das Game drin, was ich gerade spiele. Wenn dann immer jemand von einem anderen Game was anfängt, dann bin ich immer richtig verloren. Dann komme ich ganz durcheinander. Stufe 4 zu halten. Da haben 1, 2, so 1, 2, das stimmt, Mina, ja. Aber Hutao, ey, genau. Hutao ist die Voice Actor von Megumin aus Konosuba. Halt Japanisches. Man spielt ja Genshin Impact auch im Japanischen, ne? Muss ich ja nochmal so kurz erwähnen. Wichtig und wichtig. Life is still full of mysteries, isn't it? He's got guts, I'll give him that. It'd be nice if we could help him somehow. He's kind to Penguins too. If he was telling the truth, that would make him a castaway from another dimension. We seafarers always help out anyone who's adrift. Na gut, ja, momentan stimmt das tatsächlich, Mina. Da gebe ich dir recht. She might have a connection to the Takahashi, wer ist das denn? Or even Inominat himself. Seems unlikely, but I suppose anything's possible. Just in case, Emilia aus I'll keep Resero? everything Jude the Penguin told us in mind. Das ist Resero. Jetzt bin ich lost. Das ist ein Anime. Worum geht's denn in den Anime? Heiligtum muss ich rein, in die Taverne muss ich noch rein. Heiligtum und Taverne sind im nächsten Gebiet. Wie lange machst du heute? Es ist 2:38 Uhr. Ich habe das Gefühl, dass wir fast durch sind. Also wenn es in den nächsten 4 Stunden durch ist, glaube ich, mache ich das noch. Wie kommt der mit? Der kennt Rem und Ram nicht. Püh! Natürlich kenne ich Rem und Ram, ey. Rem ist doch Waifu, ey. Die denied wurde. Von Schiebeknecht, ey. Wow. Schreib doch ReZero richtig, Mann. Ich hab irgendwas, ich lese ReZero, Mann. Denk mir, was laberst du für ein Scheiß? Schreib das doch Doppelpunkt Zero, ey. Dann hätte ich das auch gecheckt, Junge. Jetzt weiß ich's auch, was du willst. Haria Village. Ich hab literally, Leute, ich hab gerade davon erzählt, wenn ich in einem Game bin, dass ich zu 100% in dem Game bin. Und wenn mir irgendjemand mit irgendeinem Scheiß ankommt und das nicht richtig schreibt, dann kann ich damit nichts anfangen, Junge. Hör auf, Junge. Really makes you think, doesn't Und dann schaffst du es nicht mal, den Anime richtig zu schreiben. And moved to assault, they might have been saved. I'm glad Ich weiß, wer Emilia und Rem und Ram ist aus Doppelpunkt Zero. punishment for heresy. How could you? Du hast es zusammengeschrieben. Ich hab ein ReZero gelesen. Denk mir, was für ein ReZero, Junge. That's what caused it to spread. Was ist das für ein Anime, denke ich mir. Not a single case of demon blight. That's the only Das ist voll possible unfair. explanation. They were crazy to resist the abbey. Shame on you. Don't speak ill of the dead. Ich hab No one wants ReZero to become a gesehen. demon. I had a friend in Haria. She was a good person. Whether she believed in Aminoch or Inominat, she was a person just like us. Our islands were her home. Perhaps I have no right to say anything here, but please, don't ever lose that kind heart of yours.
That's the best way you can honor the memory of Haria's people. I won't. I'll go there soon with an offering of flowers. Ich bin gespannt, wie es da war. Oh, es wird wieder Zeit zu trollen, ey. Come, sinner, and repent your wicked Wer ist noch deeds. übrig? Why are you whispering? Because everyone else in your group has been nothing but trouble. Not a single one of them will truly repent. What kind of place do they think this holy sanctuary is? I don't know what to tell you. You'll have to take it up with them. I can't. You know what they're like, right? If I complain about it to them, they'll just beat the stuffing out of me. I wish I could tell you that deep down they're all good people, but... That's why you need to confess something. What? Das mit dem Priester. Hey Mike, moin, WB, ey. I just want Wie to hear geht's a dir? legitimate confession for once. Hast du gegessen oder was? Put a curse on you. A curse. All right. I'm so sorry for all the trouble that my companions have caused you, Father. Forgive me. No, that's not going to work. I guess I'm not quite in the mood to forgive that yet. Yeah. Well, maybe you should repent for being such a petty, mean old priest. Ja, Leute, beichtet mal, ey. Repent! Ja, versucht irgendwie einzuschlafen. Mike, das wird doch nichts. Wenn du bis 17 Uhr geschlafen hast, 16, 17 Uhr, das wird doch vorne und hinten nichts. Los, beichte, Mina. Deine größte Schweinerei. So wie die jetzt hier gleich. Was ist hier los? I hear there's one really passionate Lady Teresa fan in Hellevese. Teresa-Bewunderer. Ey, sie ist tot, by the way. Lady Teresa's true allure isn't in those frozen eyes. You can't say you understand her if that's all you see. But I do. Only I understand her true appeal. Ich weiß, dass sie vielleicht nicht alle Booster geöffnet hat. Oha, Mike, ey. Hast dir neue bestellt. I don't think I really care. Do ya? Huh? Let's go, Of course you do. Okay, sure. Well, if you insist, I'll tell you. Teresa's true allure is in that tinge of sadness hidden within her lovely face. Even when she's smiling, there's a touch of melancholy that never leaves her. It's like her heart is somewhere else, somewhere distant. Auf seiner Seite. Where is it? With her love, her true love, the true love she's yet to meet. How tragic! She suffers, lamenting the love she cannot find, yet doesn't realize that the very man she Ich könnte seeks was is Feindliches so beichten, near. aber dann hast du That's nicht. why I watch over Du hast doch her kein so Sub da dearly. gelassen, oder was? And then it Aber happened. du bist doch schon It Sub. was a day I'll never forget. What happened? Oha, She Mike was will's off wissen. duty, frolicking in the waves by Maclear Beach. That alabaster skin, how pure she looked in her swimsuit. This guy? Ich werde eh schon Gas. Really, really creepy. Ich kenne das mit dem Gas werden. Seriously creepy. Hey, what's with that cold look? I feel bad for Teresa. She had to protect creeps like this guy too. Na, jetzt nicht Cold mehr. eyes you have. Eleanor, quickly! Avert your gaze! If you keep looking at him with disgust and disdain, you'll only stimulate this perverted freak! Come on, everyone. Let's go. No, come back! Please, scorn me, despise me! Knüppel, Alter. Verpiss dich. Viel zu viel Sachen sind passiert, Berking. Aber du meinst jetzt ich weiß nicht, was du meinst, Berking, um ehrlich zu sein. Also, dass er nicht mehr Jesse McCree steht, sondern Cole Cassidy, ist, glaube ich, normal, weil er wurde ja umbenannt, der Charakter. Aber ich check's nicht, wie du jetzt gerade darauf kommst, um ehrlich zu sein. Hallo. The Abbey is telling everyone to stay away from the Palamedes ruins because a vicious demon has settled in Karma them. wird It's a zuschlagen, real wie nasty immer, ja. piece of work. Likes to call its buddies over just to devour them. And it's only getting more aggressive over time.
Not even the exorcists have been able to keep Ich weiß nicht mal, ob der überhaupt andere Charaktere Voice Act, dieser Jesse McCree Guy. A demon Cole that Cassidy. devours other demons and gets more brutal. That sounds like venomization. If it's bringing in other demons just to eat them, then yeah. I'd bet it's acting on instinct. Trying to live and be strong, even if that means eating its fellow demons. Why, that's positively alluring. And how is that exactly? You know how when it's late at night and you just know you shouldn't have that snack, but sogar there das it is and geändert, it's fürs so Batman, ja. tempting? If it's been at this for a Alkoholvergiftung? while, Oha. I bet it'll make for a pretty tough opponent. Das willst du nicht haben, ey. Yeah. And if Velvet devoured it, she might become a lot stronger. It sounds dangerous to me. To feed or not to feed? That is the question. Naja, ey. Also das Wachpersonal, das diese Aufnahmen gesehen haben, haben bestimmt was zu lachen gehabt, wenn ihr da halbnackt wart. Und euch dann zum Affen gemacht hat, mal hier, also. Weil ja, in Banken sind immer Kameras. Aber deswegen wirst du, glaube ich, nicht gehasst werden, also keine Angst. Also ich hasse dich dafür nicht, weil... Whatever. Leute, confess, ey. Weitere Beichten. Ich finde schlimm, dass sein ganzes Umfeld keinen Plan hat, was er getan hat. Du meinst, dass er das alles auf wen anders abwälzt? Nur peinliche Geschichten, ey. Wobei sich das auch ziemlich human anhört. Mit den... Also, ja gut, ey. In der Bank unbedingt vielleicht nicht, aber... Also, man macht, glaube ich, so einiges. Man macht da so einiges. Besonders wenn es draußen kalt ist und man noch was zum Trinken hat und sich ein bisschen besaufen will, dies das. Ein Wunder, dass die uns nicht angezeigt haben. Na, solange ihr da nichts kaputt macht, ist ja was anderes. Weil, sie müssen erstmal rausfinden, wer ihr seid, right? Und das ist meistens gar nicht den Stress wert. Außer ihr hättet da legitim was kaputt gemacht. Aber wenn ihr dann nur sauft, also rumgegammelt habt und der Trinken stehen gelassen habt, ich glaube nicht, dass die dafür euch suchen lassen, ey. We were hoping to put on a comedy routine. Any way you can fit us in? I can, but folks in Ysolt are picky when it comes to comedy. You'd better know what you're doing. I love a good challenge. Wow, Rokuro. You actually feel like helping out? Believe it or not, I've always been interested in theater. I thought it would be good for building courage. I think you have enough courage already, but for now I think we should set your sights low. I'll do most of the talking, you just respond to me and follow along. Okay, but if you start giving me some jabs, am I dran. permitted to counterattack? As long as it's not with your sword. Oh. That's not exactly reassuring. Let's get going, Magilu. Let's We've go. got a show to do. Oh boy, I'm not sure about this one. Hi there! We're Magilu and Rokuro, a wild, rough and tumble pair! Magicazam! The weather's so nice in Ysolt, isn't it? Especially the sea breeze. Speaking of which... Sea breezes are bad for swords. If you don't keep them polished, the salt will rust them. I suppose that's good advice for any sword enthusiasts out there. But anyway, doesn't the air make you want to eat seafood? Ah, sashimi, fresh boiled fish on the shore, seafood bowls. So many kinds look so delicious. But... And fillets, too. You can't forget those. Takes true mastery to be able to use a blade so finely. Every creature, not just fish, has delicious spots that make for perfect cuts if you know where to find them. That's kinda gross, but okay.
Some seafood that tastes good looks downright weird, you know? You've got octopuses, you've got swordfish, Octopussies. Swordfish. Now, Swordfish. one fish out there I'd love to duel at least once. It's that one for sure. You know there's not much I can do with these sudden wild tangents, right? No. You see, I was just making a gag about how I'm a swordsman, so a swordfish would be like my rival, you get it? Oh, just shut up. Hoppla. Oh, okay. So you've got octopuses, swordfish, you've Ich got finde those gut, dass die freaky Zuschauer das deep-sea alles hören, ja? anglerfish. Some say the more bizarre looking the fish, the better its taste. Maybe it's true. I love pufferfish and they're really weird, round shaped. Speaking of round animals, I once met this round-looking guy named Armadillon. I'd never seen anyone so round before or even since. I can't take it anymore. You're a nightmare to work with. Ich schwöre, es gibt... Funny. Ja. Well, Ich finde lustig, wie sie Magino alle irgendwie wegtrollen oder irgendwas passiert, was ihr gar nicht gefällt. I'll just say one thing. If nothing else, your Hat sie partner gesagt? was Nee, a man, jetzt kein Fisch. convincing Ja, fool. ein paar I Octopuses. don't think Nee, you'd act Roku hat's gesagt. You think so? Oder hat sie gesagt? Doch, sie you're hat's just a gesagt. free spirit nobody can hope to control. Your attention, please. I've tabulated the results and I've come to the conclusion that you're all hopelessly unfunny. Please, I'm Magino. sorry. I don't really care how it went, but when you put it that way, I get a little pissed off. Anyway, that's why I'll be teaming up with Bienfu to take on Majulu. Works for me. I'm ready when you are, Miss Magulu. Which bit are you gonna do? Your specialty, Cat Emperor? Or the surefire automaton assault? Neither. We need brute force to win, so I'm going with Elysian Thunder. Which means that when things are at their peak, we're gonna hit the audience with lots of thunder, right? Right. Thunder in the form of relentless ad-libbing, as much as we can possibly handle. Okay. I'll scout out some local material we can use for our opening warm-up, too. Das wird doch nix. You do that. You two are really in sync. Couldn't you two just have teamed up from the start? It's almost like the whole thing was an elaborate joke just so she could have this punchline. Well, now with that settled, let's make our way to Logres and meet up with Majulu. Ja, oder du isst was mal, ja? Und putzt dir doch nochmal die Zähne. Da hast du doch mal kurz Sport, ey. Ein bisschen Handsport. E-Mails nochmal Zähne putzen, couldn't be me. Haha, Maike. Einfach nochmal ein bisschen rumputzen gehen. Handsport, geil. Siehst du? Je öfter du Handsport machst, ey, dann bist du immer für Notfall bereit. Immer, ey. Sagst du auf einmal, oh, Muskelkarte. On the fuck sind hier zwei Truhen, Junge. Fingersport. Auch das ist richtig und wichtig, I guess. Muss ja wieder speichern, oder? Also ich mach mal den Podcast-User. Mike, machst du jetzt mal ein gegrilltes Sandwich. Lass dir schmecken, Mike. Ich dachte jetzt kommen noch weitere Dinge, weitere Beichten. Repent. Ja, das da mit Twitter, ey, und alles ist Happy Life und so, das, ey. Siehst ja, ey, alles Fake. Alles Fake, Junge. I heard you guys found Terror Island. Is that true? Yes, First Mate. It was moving around, just like the legends say. We left a team on the island to track its movements. Then they'll lead us right to it. Excellent. We'll take the Von Eltia there. Aren't you rushing things a bit? We don't even know what's on the island. It's too dangerous. I'm aware of the dangers, but I can't abandon my crew on that island. You can grumble all you want, but I'm going. Ugh, yeah. I figured there wouldn't be much use in trying to persuade you. Ich komme von hier aus dieser Insel, okay. Ich frage, sollte ich da jetzt sein?
What the hell? Das ist die fucking Norman-Insel? Now this is mighty rare. Looks like we got ourselves even more guests. Welcome y'all to Norman Island. Nee. You must be right tuckered out from all that traveling. Why don't you take a load off, sit for a spell, and have a snack? Wait, did you say Norman Island? You heard right. This island is homeland for all us Norman. It's good to be back. I haven't been here for at least 1500 years. Junge, wie alt seid ihr? Aw, it's you, Grimoire. How you been? It's good to see you. And you. If you guys knew what this place was all along, why didn't you say something sooner? Well, Eisen just sounded so cool talking about venturing into the unknown and all that, so I didn't want to burst his bubble. Sometimes it's good to let someone dream, no matter how far-fetched said dream might actually be. Toxic. This island is way too good to be true, First Mate. Everything's so nice and laid back here. I could just relax like this for 1,000 years. So, when people say this place absorbs power from all existence, Ja, this is what ich they glaube, das meant? ist wirklich der Grund. Well, they're not wrong, I guess. So, what should we do? Do you really think it's okay to mark this island on the map? Let's not. I got a feeling this might be one of those places that's best kept a secret. Yeah, you're probably right. Well, so much for Terror Island, I guess. Insel des Terrors. Wieso ist hier ein Schokoladenpfütze? Wait. Komm ich da ran? Komm ich da runter? Wait. Oh, diese Geräusche. Junge, ist das hier so eine Big Mom-Insel oder was? Also die Vibes kriege ich auf jeden Fall gerade. I'm getting a bit tired of just lazing about on this Macht immer island. das, weil ich nicht essen kann. Das Game macht hier einfach so eine Futterinsel hin, ja. Das ist jetzt eine gesunde Banane. Mina, lass dir schmecken. Guten Appetit. Then again, it'd be terrible to have a mean old tyrant of a master, like what happened to Bienfu. Oh, can I just make a pact with a nice girl who will pamper me all day? If she was real pretty, I wouldn't even care if she liked making terrible puns. I think you're setting yourself up for a letdown. Banana Time. Ja, oder du opferst dich mal, ja, putzt dir einfach nochmal die Zähne. Oh, König Mickey. Der Verräter war hier. Leute, der Verräterkönig war hier. Aus Kingdom Hearts, ey. Nee. Was ist das? Wie gesagt, mit der Spange dauert das immer so ewig. Ah, das ist Untergang mit der Spange. Bong, 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 bong. Junge, Mochi, kennt ihr Monster Ranger? Auf jeden Fall. Müsst Monster Ranger kennen. Mochi, ey. I ran into Zavid a little bit ago. He had a kid Moloch along with him. He said he saved the kid from a demon. Zavid has a soft spot for children. That's what I heard. It was freezing cold that night, but he gave his coat to the kid to wear. You should have seen it. He was naked from the waist up. Wann hast du ihn gesehen? Night as it was, Zavid had this big Number one is so smile dead, plastered on his face. He laughed and said, "I don't mind the cold. Besides, what's a little cold wind to Zavid the Whirlwind?" Oh yeah. Der kennt Monster Ranger nicht. Ey, der Podcaster ist back, WB, ey.
Mochi-Eis ist so gut. Ich habe noch nie Mochi-Eis gegessen. Das ist wirklich gut. Ich hab Mochi nur vom Monster Ranger. Mochi-Eis ist gut, aber teuer. Oh, das ist wieder so weit. Ich habe gerade zu viel Spaß daran, tut mir leid, Leute. Ich versuche jetzt gerade so zu mashen. Oh. Zu hart gemasht. Oh! Die Augen. Sind die Augen nicht gerade größer geworden? Junge, das ist creepy as fuck. Das ist echt creepy, Junge. Dass die denn so runtergehen, ey. Da. Junge. Puh, es ist doch schön, wieder zu Hause sein, nicht wahr, Grimwall? Oh ja, es gibt da nur ein Problem. Wenn ich zu lange bleibe, nehme ich garantiert wieder zu. Understandable, ey. Was hier bei der Insel so an Essen ist, ey. Das ist echt creepy. Musst du mal essen, ist echt lecker. Merke ich mir für meinen nächsten Einkauf. 500. Did you hear? Phoenix found a new purpose. Oh, es ist Defense. And he's real fired up about it. Will he be all right? You know how he can get a little too fixated on his ideas. I just hope he's with someone nice. Either way, I'm still worried. Phoenix has a habit of letting his excitement get the better of him. Should we go check in on him? I'm curious about what's going on in the human world, too. Yeah, good idea. I was getting bored of just sitting around here. Let's go. Then it's settled. Let's call everyone together and make it a big trip. Tales of Hysteria-Anspielung, oder? So, deine Schuhe quietschen so sehr, dass ich aus dem Podcast-Modus rausgekommen bin. Ich weiß auch nicht, ey. Irgendwas ist das der Boden hier. Ist die Statue nicht unglaublich schön? Sie wurde vom Norman Genesis erschaffen, den ersten von uns, der sich hinaus in die Welt wagte. Er war eine Legende und half sowohl dem ersten Orakel Siegfried als auch den großen Malak Brunhild. Wollt ihr rausfinden, ob ihr wirklich mit der G-Board klarkommt? Ne. I mean, ich glaube, hier ist nicht wirklich was auf der Insel noch, oder? Eine Normenmöhre. Kommt alle her, lasst uns gemeinsam Spaß haben. Wo ist der Norman? Wait. Was?
Man kriegt es doch. Junge, das ist mit dem Spiel. Junge, hat der ja gar keinen Bock drauf. Junge. Ich weiß nicht, ob die gleiche Farbe haben müssen. Okay, also wir müssen bloß die gleiche Emotes machen. Das ist ein Runner. Das Minigame ist scheiße. Get me out of hier. Da gibt's wieder Mario Kart. Das ist Spaß. Ja, das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Get me out of hier. Tschüss, tschüss, schnell weg hier. Weg von dieser Insel. Nee, ist eigentlich schon ein gutes Minigame. Ist halt, ich habe halt nicht gecheckt, was die von mir wollen. Like, man muss ja erstmal natürlich darauf achten, was die für eine Bewegung machen. Die Farbe ist dabei egal. Wenn man das weiß, dann findet man das schon schneller, aber... Nee, danke. Nee, danke, ey. Nicht um die Uhrzeit. Erinnere mich an das Major Bob Rätsel in Arena 3 Kanto. Junge Major Bob, ey. Jawohl. Das Moment, wenn man Tutorial überspringt. Ja, das war ich literally. Das stimmt schon. Wir können jetzt nach Titan, ja. Wir müssen den Rare Mob finden. Hier ist ein Rare Mob. Ist halt aber immer so, wenn man neue Schuhe hat. Das stimmt, Mina, ey. Am besten dann gehst du durch so einen Gang, der frisch gebonert wurde. Der Boden ist auch minimal feucht, ey. Dann geht's los. Im Mario Kart wird bestimmt bald mal wieder geben, Mike. Vielleicht am Wochenende? Maybe. Morgen ist aber erstmal Overwatch dran.
Ich hasse die Leute mit Absicht mit ihren Schuhen quietschen. Oh, das kann echt nervig sein, das stimmt, ey. Direkt boxen, jawohl. Ist der Unterschied zwischen PS4 und PlayStation 5 so extrem? Oh ja. Definitiv. Definitiv ja mal, ja. Also PlayStation 5 ist doch mal eine ganz neue Welt. Das ist wirklich Next Gen. Also das ist wirklich ein krasser Unterschied. Ich werde ja bald auf PlayStation 5 Stranger of Paradise streamen. Da kannst du ja mal sehen, wie das da so ist. Ich weiß nicht, wie grafiktechnisch das Game ist, aber ich denke schon, dass das ein richtiges Gen 5, also Next Gen Game ist. Wo liegt der Unterschied? Grafik? Größere Games mit besserer Grafik? Mehr Leistung, was die Hardware angeht? I think that's pretty much it. Wo könnte der RAM-Mob sein? Also nur Grafik? Nein. Du hast bessere Performance, du hast bessere Framerate, du hast bessere Grafik, dementsprechend sind die Games viel größer. Es sind mehr Möglichkeiten da, weil PlayStation 5, da musst du dir die PlayStation 5 Direct angucken, weil die haben ja auch mal dieses Luminous, nicht Luminous, aber so ein, die haben da so ein ganz bestimmtes neues System, was Lichtreflexion und weiß was ich was beeinflusst, das musst du dir im Video angucken. Das kann ich nicht erklären. Aber es gibt ganz explizite Upgrades, die das Game-Feeling komplett ändern. Das kann ich dazu sagen. Ja, die haben dann damals so Beispiele gezeigt, wenn man da durch eine Höhle geht, das Licht kommt da rein und sowieso, das gibt ein ganz anderes Gaming-Feeling. Aber da musst du dir halt so ein technisches Video für angucken, wenn du das wirklich wissen willst. Sehen PlayStation 4 Spiele auch drauf besser aus? Ja, es ist immer noch ein PlayStation-Spiel, das PlayStation 4 Spiel, also bessere Performance, bessere Framerate hast du. Aber die Grafik ändert sich nicht, außer du hast den PlayStation 5 Spiel. PlayStation 5 Update. Entschuldigung. Es gibt ganz viele Games, die vom PlayStation 4 nach PlayStation 5 halt PlayStation 5 Patch bekommen haben. Am 24. Naja. Aber bei Gen 9 bin ich ja sowieso raus. Ich bin da nicht wirklich im Hype drin. Ich freue mich aber für euch Leute, wenn ja was Schönes bei rumkommt. Aber ich bin jetzt nicht like jetzt von wegen yeah. Kaufen, bei Pokémon. Nein. Die müssen sich erstmal beweisen. Die Pokémon-Ersteller müssen sich erstmal beweisen, ey, dass sie es doch drauf, dass sie ein gutes Game hinkriegen. Kannst du im November dann eh nicht zocken? Ja, true Mina. RIP, ey.
Da ist er ja. Schnell speichern. Du Sau, hast dich vor mir versteckt, ey. Jetzt bist du dran, ey. Soll mal runterkommen, diese Batschen. Oh, ich sehe ja gar nichts mehr. Oh, wieso kämpfen wir hier? I mean, it's okay, I guess. Das ist minimal unangenehm. Reset Health. Ich sterbe nicht. Did you think Der im Kopf wahrscheinlich November. Ah, die Dreizack implizit. Alright. Right, little Butch erwischt. Let's get out of here. Ja, es werden immer mehr Spiele nicht mehr für PlayStation 5 irgendwann geben. Ist aber auch richtig so. Weil das ist ja das, was ich gerade meinte. Du müsstest dir das technische Video angucken, damit du das verstehst, was ich meine. Aber im Großen und Ganzen hat PlayStation 5 so eine Neuigkeit, die das einfach das ganze Gameplay-Feeling komplett ändert. Also kannst dir wirklich nicht erklären, da musst du dir wirklich dieses technisches Video dafür angucken, wo die dann diese Demo haben mit dieser Lichtreflexion und Partikel-Bla-Gedöns. Das ist halt andere Mission einfach. Tales of Berseria wird kein PlayStation 5 Update bekommen. Definitiv nicht. Ja, also wenn es dich interessiert mal, ja, ne? Kannst du nur empfehlen, dann siehst du halt was ich halt meine, weil diese Partikelzeugs, was sie da mit PlayStation 5 reingebaut haben, das ist einfach geistesgestört. Yo, Karagami, was geht ab? Moin, ey. How are you doing? Wait, bin ich falsch abgebogen? Ah, ja, ich bin nicht falsch abgebogen. Ist ja trotzdem auf PlayStation 5? Ja, natürlich läuft es auf PlayStation 5, weil PlayStation 5 abwärtskompatibel auf PlayStation 4 ist. Aber es wird nicht besser aussehen. Es wird bloß bessere Frame-Data haben. Also wenn das vorher, meinetwegen auf, sagen wir mal, es wäre vorher nur auf 50 FPS gelaufen, dann würde es jetzt definitiv auf seine 60 FPS laufen. Zu 100%. Aber das Tales of Berseria wird keine Frame-Drop-Probleme auf PlayStation 4 gehabt haben, glaube ich nicht. Origami. Die Kunst des Faltens. So, wo will ich jetzt hin? Ich muss zurück. Ist jetzt Edna hier? Junge. Ist jetzt Edna hier? Junge. Ich glaube Edna ist hier, ey. Das ist doch die Sidequest von Eisen.
Box? There doesn't seem to be anybody here. Wait, what's up with that box? The time has come for judgment and retribution. Wer? Junge, nein, das ist das ist der Norman von Edna. Just come out of that box? Who are you? Very well. You ought to know the name of he who consigned you to the flames of hell. Wait. I am... You're that Norman, right? Phoenix or whatever? Ja, der Phoenix, stimmt. No wonder those letters were so full of empty threats and blustery nonsense. Bien! This is bad. The self-styled strongest Norman of all Norman is the mastermind behind all of this! Self-styled? So männlich. I am the man among men. The strongest Norman of all Norman. I am Phoenix. I am Phoenix. We've covered that already. Yeah. So you're the one who wrote all those letters. What's your bone with me? Das ist der an Ednas Schirm I hängt. merely seek to right wrongs. I recently came into possession of a letter from a sister pouring her heart out to her brother. I traced the letter back to its sender, and one day paid her a surreptitious visit. There, I found a sweet, innocent girl. Surrounding her were presents from her brother, and mountains of letters she couldn't bring herself to send. Letters she couldn't send? Heartfelt letters for her older brother. When I read them, Ich finde die Augen so super von denen. Tears fell over the same salty My manly stains tears. left by What the hers. hell is wrong with you? Who reads someone else's letter and then decides to break into their room? I acknowledge that I am partly in the wrong. But for all that is righteous, I cannot condone. I do this for your sister, clasping her hands in well-worn gloves as she sends prayers for her brother's safety across the wide blue sea. Enough of this nonsense. What is it that you want? That is a question you should be asking of yourself. What do you mean? Just what is it that you're communicating with the superficial scrawlings and shoddy baubles you send her? He's trying to atone. Don't be absurd. Which is the real you? The considerate brother who worries for his sister? Or the man who consorts with low-life scum and pirate? Why can you not at least be honest with her, pirate? She is your sister. Why can you not tell her of the life you've chosen to lead? Do you think her too weak-willed to forgive your decision? Is that what your beloved sister is to you? I don't have to take this from you. Fine then. Show me your power. Nee. You asked for it. Then it's settled. If I win, you will go visit your sister immediately. But if I lose, I will obey your every command. Nee. Nee. Der ist Level 100. You're a funny one, Phoenix. I like you. Laugh all you wish, for the last laugh will be mine. Der ist Level 100. Crying instead. Ready to die? Think you can dodge? Just they have. Du bist zu Level 100. Junge, chill mal. Wo kommt der Damage hin? Ich mach mal Glück. Ich brauch meine Seelen wieder.
Soll man meine Seele wiedergeben? Oh, oh, oh. Shut the fuck up! That's way too funny. Wait. Kannst du retzen? Jo, kann er. Nein, Junge. Nein, mein Schild gebrochen. No, oh. Oh! Als ob du einen Triple Kill machst, du Sau. Ich habe meine SA verloren. Au. Könnte es mal Eisen setzen. Das ist ja ultra geil. Oh oh. Ah, es stunt mich natürlich. So.
Nur die Fähigkeitsgrade für mich, ne? Auf Chaos ist der Stufe 150. Jetzt bestimmt ultra hart, ey. Wir haben ihn gleich. Jawohl. Got him. You weren't lying when you said you were the strongest. No kidding. Strong or not, you picked a fight with the Reaper. Time to pay the price. Wait, Eisen, what are you? I thought so. That's why you're called the Phoenix, isn't it? Your blessing has the exact opposite effect as my curse. So you finally noticed. So, if Phoenix has that kind of power, then couldn't he protect your sister? I admit defeat. I await your command. No. Why not? I believe we should each steer our own ships through life's waters. I know that the life I've chosen is a selfish one. Mina hat immer OP-Modes, Junge. And I know that it leaves my sister lonely and sad. But Wobei eigentlich das so ein Archetype-Emote ist, oder? Like, wenn ich mir Mikes Emote angucke, was er danach gemacht hat, genau das gleiche Emote. Bloß mit blauen Haaren statt rosa. So no, I won't do it. Except, ist halt Ganyu, so wie das ausschaut. If you're able, I want you to use your powers to protect my sister. Protect her from demons and malevolence. And from any dragon who may one day attack her. A dragon? Das Arschgesicht-Emote, das da oben, das ist männlich, oder was? This isn't an order. It's just a request. Well then, I accept your request as your friend. Oha, but in return, I have something to ask of you. Yeah? I want you to write her another letter. But this time, no hiding what you're truly thinking. I'll wait as long as it takes for you to write it. No need. What? I've been carrying this for so long, I'm afraid it's kind of crushed. My friend, I swear on my honor that this letter will reach your sister, and I promise I will get her to smile once more. After all, I'm the Phoenix. With me, life rises anew from the ashes. Thanks. I'm counting on you. Then it is time I'm on my way. Come, turtles! At your service! Ho! Ho! I'll deliver this package myself, even if it cost me my life. Farewell, friend! Goodbye! That Phoenix, what a guy. He doesn't back down even when he's lost. I guess. But I liked what he had to say. See? I knew something good would come from this. Yeah. I guess I learned something today. Never give up before you try. Alright. Der hat ein bisschen Geld gegeben. Schön, ey. Glatzit des Phönix. Gewährt auf normale Schwierigkeit oder höher die Fähigkeit, eine zufällige Fertigkeit auszulösen, die einen K.O. vergangenen... Wow, ey. Broken. Du updatest das Spiel mal hier. Also ich konnte Final Fantasy VII Remake Part 1 einfach updaten, weil ich ja Intermission, bla gedöns, hab's geupdatet, fertig. Also.
Gibt's nicht viel zu sagen, um ehrlich zu sein. Also ich kann da zumindest nicht viel zu sagen. Etwas hält davon ab, eine... Oh, ich muss rauswalken. Oh, scheiße. Okay. Ich glaube nicht. Ich sollte bald mal die Main Story finishen. I mean, es sind ja nur noch Artorius da. Falsch abgebogen. Upgrade für Final Fantasy VII Remake gratis? Bei digital musstest du das kaufen. Aber ich habe ja nicht digital gehabt. Irgendwas gab's da. Ich glaube digital hatte das nicht und Hardware, also wenn du das PlayStation 4 als CD hattest, war es dabei. Aber ich habe mir so oder so das DLC gekauft, also ist das glaube ich eh irrelevant, weil das beim DLC so oder so dabei ist. Aber notfalls kannst du ja googeln. Wenn du dir sicher gehen möchtest, google einfach. Das Google wird es einfacher machen als das, was ich kann. Wieso, was ist? Mag sie nicht? He's so stuffy as always that he made me sweat and I was even hiding. Now that I think about it, neither of you showed your faces when Phoenix was here, did you? Why wouldn't you two want to see a fellow Norman? I guess that asks for an explanation. All right, I think I can tell you now anyway. Broadly speaking, Norman fall into two different categories. Ist ein Hunde-Norman oder was? And cat Norman. The ones who like to be around humans, like Phoenix, are your dog types. The ones who prefer to stick around objects and places are the cat types. I've heard people say that dogs get attached to the human and cats get attached to the home. So, since Magilu's relied on you a lot over the years, does that make you a dog, Norman? No, not really. My powers actually work with Miss Magilu's guardians, not Miss Magilu herself. That makes me a cat type. Though, actually, considering how I serve a witch, I'd be a cat type either way. Anyway, back on topic. Dog Norman like to live among lots of humans in comfort and style. Cat Norman like me and Grimoire would rather live in forests and ruins and pass our time in idle leisure. Some, ourselves included, don't conform with expectations, instead choosing to live as we please alongside humans. What does this have to do with wanting to avoid Phoenix? There's a gap between us that can't be bridged. Like the difference between sky blue and sea blue. Come on, aren't sky blue and sea blue basically the same color? Maybe to your untrained eye, but to those who care, there's a perceptible difference in hue, slight though it might be. Whatever it is that separates them is impossible to overcome. I didn't realize it could be such a big deal. Let me ask you guys this. Are pudding and custard the same? No, definitely not. If I ordered one, I wouldn't want to be served the other. Those still sound more or less the same to me, too. What if I said it was like the difference between sherbet and sorbet? Oh, yeah, there is a difference there. Although I usually can't remember which is which. So, like the difference between a hoagie and a sub sandwich? But those two are the same. Anyway, you get the point now, surely. We've long had our differences, and they put us in perpetual conflict. But what good does that do? Actually, on that note, is Aizen's sister going to be okay with Phoenix around? That much I wouldn't worry about. He can be obnoxiously brash and talks a lot of nonsense sometimes. But if nothing else, Phoenix has a strong sense of responsibility. Rest assured, she's in good hands. Although if you work him too hard, he'll start making speeches about uprisings and insurrections and all that stuff.
That's about it, eh? Besiege den Kannibalen, Dämon in Palamedes. Wo ist Palamedes? Boah, Alter, fickt euch doch. Warte mal, welche Insel war das? Isold. Ich bin überrascht, dass wir den überhaupt besiegt haben, den Phoenix. Not gonna lie. Dafür, dass der Level 100 war. Wenn es eine PlayStation 5 für Normalpreis gibt, gibt es schon eine PlayStation 6? Nee. Jetzt wo Corona aktuell eine Ruhephase hat, sollten sie eigentlich keine Probleme haben, Hardware herzustellen. To be honest. Also es gibt keine Ausrede dann. Vorher war es ja, Corona und Leute können nicht arbeiten, dies und das, aber jetzt können sie halt wieder alle arbeiten. Ne? Aktuell, bis es dann im Herbst wieder losgeht. Hab mir das Surfbrett nicht. Das ist ein Fischer-Quest. Das sagen sie schon echt peinlich. At this point ist es ja, wie es der Zufall will, hat sich ja eine schwache Version gebildet, ganz von alleine. Und es geht jetzt rum wie eine Grippe, also on the long run ist Corona auch einfach nur noch wie eine Grippe. Aber im Herbst wird es doch mal losgehen, denke ich. Oh, da ist das Surfbrett. Das geht mal holen. Ist so nervig. Das stimmt. Also mich hat es jetzt nicht, tatsächlich nicht so sehr gestört, weil ich einfach im Homeoffice gelandet bin dadurch. Es hat dafür Nachteile gebracht, durchaus. Zum Beispiel bei mir, ich habe einfach Kontakt zu all meinen Real-Life-Freunden verloren, komplett. Und 90% haben jetzt einfach Kinder. Also wird das bestimmt nichts mehr werden. Wir sind jetzt alle hauptberufliche Daddys oder Muttis, ey. Aber dafür habe ich dann mit Stream angefangen. Um nicht ganz bekloppt zu werden. Und hier, ja, dafür hast du jetzt sonst. So sieht's aus, ey. So sieht's aus, Mina. Und Stream erfüllt mich auch jetzt, finde ich. Denke ich. Es setzt natürlich nicht
sich mit Menschen in Real Life zu treffen und abzuhängen, so dies, das, aber ich finde, ich habe trotzdem eine gute Zeit beim Zocken und mit den Leuten unterhalten. Kinder, hey, Kondome, Leute, benutzt Kondome. Ne, die wollten das ja so. Die haben halt alle Langeweile gehabt und haben sich gedacht, ja, lass mal jetzt Kinder erzeugen, weil was willst du sonst machen? So nach dem Motto. Und einem like, ne. Muss nicht sein aktuell. So, wo ist das Ding hier? Ah, da, ey. Kinder können was Schönes sein. Durchaus, Mina. Durchaus. Also ich verurteile auch keine Person, die dementsprechend jetzt Kinder bekommen hat, dieses das, aber ich sehe mich da selber halt nicht. Weil jeder hat da seine eigene Vorstellung. Scout. Bei mir kann ich gerne noch ein bisschen warten, bis ich damit busy bin, Daddy Joe zu machen. Oh, die Fallen sind hier aus. Geil. Erstmal speichern. I'm extra good at beating up the weak ones. It's the demon-eating demon. The more it eats, the more ferocious it gets, right? I'd rather not find out. Let's take it down fast. Wirkt wohl nicht. If you want to Wow. live, get out of my way. Halbiert den Schaden, wenn du eine Seele brandest. I don't know how, but we managed to Daddy beat Joe. it. It devoured other demons. Für mich wäre das die purely Hölle. by instinct. Ja, ist halt die Frage mal Sounds hier, kind ne? of like Also, me, doesn't at it? some point kommt man vielleicht doch mal dahin, wo man gerne Kind haben So möchte. you've eaten a few Dies, cows das. or demons, whatever. Krank war When das you're wäre. hungry, Ja, ich bin you überrascht, dass diese The Sidequest zu only spät ones who kommt. put any moral weight on it are humans. Personally, I wouldn't sweat it too much. Bald Level 35. What are you trying to say? It's fine. I don't really care if I'm seen as a bad guy. I don't really know how to put it, but I sensed a kind of strength inside that demon. Like a determination to continue living. It was powerful and frightening, but I don't think it was bad. Figures. Und dem Moment, wo ich Vater werden würde, müsste ich halt Vollzeit arbeiten gehen. Weil das ist ja ein Unterschied, wenn man nur für sich selber zahlen muss oder halt obendrauf noch ein Kind mit versorgen muss. Also könnte ich denn nicht mehr einfach 6 Stunden arbeiten. Also würde ich, denke ich, nicht hinkriegen, damit um die Runde zu kommen. Auch wenn es dann natürlich die zweite bessere Hälfte hoffentlich gibt, das. Aber ja, dann würde ich halt eindeutig nicht mehr so viel streamen können, zum Beispiel. Also entweder man schläft dann noch weniger und macht sich einen extra Hobbykeller, weil der bis nachts streamen und laut sein, ey. Das wird doch nix. Talisien. Ich habe keine... Oh, nee, ne? Nee, ich muss mir diese Inner-Flaschen kaufen. Scheiße. Am Anfang wird das nichts mit Schlaf, habe ich gehört. Ne. Sehr unwahrscheinlich. Du bist ja ein Fulltime-Mama oder Papa. Denke ich. Wissen tue ich nicht. Kann nicht aus Erfahrung sprechen, aber... Wenn dann die Zähnchen wachsen, oh Junge. Der Spaß des Lebens, ey.
Also waren wir auch mal als Kinder. Dann lernt man erstmal, wie die Eltern den Spaß hatten. Kann man das nachvollziehen, was die für einen schönen Spaß hatten damals, als man selber Kind war. Ich werde so eine Zauberflaschen kaufen. Ist hier noch? Ist hier noch Truhe offen oder was? Das kann sein. Wait. Es ist noch da. Genau der. Selbst schuld, die wollten es ja so. Nicht unbedingt. Nicht jeder wollte unbedingt ein Baby haben oder hat das geplant. Wenn es halt soweit ist, dann nimmt man halt, wie es kommt, ne? Wenn man es nicht gewollt, also wenn man es actually nicht gewollt hätte, hätte man verhütet halt. Also Verhütung ist halt kein 100%-Ding, das kann ja trotz Verhütung halt passieren, aber. Das Leben ist halt voller Überraschung. Du warst ein einfaches Kind. Let's go. Ich hoffe, dass wenn es bei dir soweit ist, dann das gleiche in Kraft tritt, Mina. Wird sich schon ergeben. Auch mal diesen zauberhaften Händler hier. Hallo der. Ich brauche nämlich diese Inoft. Ja, diese hier. Oh, die ist jetzt so teuer, ey. Aber ich nehme sie trotzdem mit. Bald die ganze Zeit Quest fährt, können wir das Ende angehen. Ist schon 4 Uhr. What the fuck? Ey, fette Katze, was geht ab? Well, hello there. Well, hello there. I heard you woke the 4 Empyreans. I'm quite impressed. What do you want, Morgrim? I just came to pass on a little information to you. Specifically, that an Earth Pulse entrance has opened up. My guess is that it opened when you chased Innominat out. An Earth Pulse entrance, huh? We might be able to see more of the Earth in Historia. Indeed. If we could learn more about Artorias' past, it might give us a hint about how to take on Innominat. That's just what she wants us to think. Anyone else smell a trap? I don't think we have to worry about that. Are you sure? Shigure loathed any form of trickery. If Morgrim was that kind of Malak, he would have struck her down long ago. I appreciate your confidence in me. Ja, sonst wie die Katze allein nach oben guckt. Das sieht immer so ein bisschen sad aus. Ich weiß nicht, ey. Where is this entrance? It's at the Shrine of Tranquility in a ball. You must have learned about this from the Abbey. Why pass it on to me?
No special reason. I just happened to think of Lord Artorius's Aber wallet. wie sitzt auf I jeden Fall thought it nice. might be nice if I could help you learn a little more about her. You mean Ceres? All right. I'll check it out. Katzen sind schon toll, auf jeden. Hab ja nicht umsonst einen Katzen-Emote. Hier, das hier, ey. Katze Beste. Katze da, ey. There we go. So. Okay, Leute. Ohne ein Wort des Spoilers zu sagen, würde ich es schaffen, in 2 Stunden das Game zu beenden. In 2 Stunden nicht machbar. Dann mache ich vielleicht lieber gleich Feierabend. Weil wenn das auf 4 Stunden geht, ich will ja nicht ich werde das heute Nacht, wenn ich will spätestens 6 würde ich halt Feierabend machen. Und wenn ich jetzt 2 Stunden meinetwegen mache und dann nochmal 2 Stunden, dann nutzt sich das nächste Mal der Streamer gar nicht mehr gefühlt. We're back! Where's Videl? Oh, it's you, Laphicet. I'm sorry, but Videl's already lost consciousness. Oh, oh. But he's still alive, isn't he? Please, let me see him. Videl, it's me, Laphicet. We have all of the ingredients for the Omega Elixir. I'll prove that your translations were correct, Videl. Just wait. Laphicet. He's awake! No, he's just mumbling. That's all he's been saying this whole time. I'm sorry. Sorry, Laphicet. I'm sorry I told you to go away. I really wanted to talk to you more. It's fine, really. That doesn't matter now. You're my friend. There's so much of the world you still need to see. You have to get better, so we can go on adventures together, okay? Huh? Is that... It's the Omega Elixir. So, it wasn't really Amalek's prayers. It was their tears. Sweetheart, you're home! I am. But I have no right to be here at this point. I chose to do my duty as an exorcist over the welfare of my own dear family. I won't ask for forgiveness. This isn't something that can be forgiven. Dad? Videl, are you feeling okay? Junge. Ich finde, Videl ist ein Frauenname, seitdem ich Dragon Ball gesehen habe. A generous friend worked hard to prepare the Omega Elixir for him. The Omega Elixir? Wait, don't tell me your friend is... You helped him, right? I heard that it was you who told him what the final ingredient was. Thank you, Dad. No, son. You have no idea. I... Dad, it's okay. You protected the world in your own way. The one Mom and I live in. The one I want to explore when I get a little older. Son.
All's well that ends well, Hard to believe we managed to actually make an Omega Elixir. That's one hell of an accomplishment. Oh, and here I was anticipating much wailing and gnashing of teeth. Videl turned out to be pretty resilient, huh? Can't you just say good job like a normal person? You're no fun. You did good, kid. Thanks. But I might have given up if not for Velvet's encouragement. All I did was rile you up. I wouldn't call it encouragement. Not you too, Velvet. Anyway, that was a noble thing you did, Laphicet. You really held on to your hope all the way through. Yeah. I just didn't want to give up on Videl. But I don't really think it's worth praising. I haven't felt lost like you have, Velvet. If I had, I don't think I would have been so sure of myself. Perhaps. But I think you'll still have it in you. Even if you ever do lose something dear. Huh? Why? That's just the feeling I get. Look, I'm tired of Eleanor's grumbling, so I thought I'd say something nice for once. Could you not make this my fault? Hoppla. Was? Der Bellende? Der Bielende? Was ist das denn für ein Titel? Habt ihr das oben rechts gesehen, den Erfolg? Der Bielende Malak? Diese Belte. Ja, aber mit einem L, ne? Das war so komisch irgendwie. Verteidigung plus A. Oh mein Gott. Topasdolche, Kurogane-Dolche, Vergiftungsfähigkeit. Ah, so viele Sachen, ey. Nehmen wir erst die Feldsparters. ...708. Fickt euch doch. Okay. Kann ich mich teleporten? Sieht nicht so aus, oder? Baumanninsel, Lione, Aball, Walisien. Wait. Ja, auf der richtigen Insel, ne? Ja.
Okay. Mensch, wir haben schon 65 Stunden in diesem Game. Das ist schon ordentlich, ey. Ich schätze mal, 5 Stunden kann man abziehen wegen Essen und Genesis schauen. Dann sind es vielleicht sogar 6 Stunden, die man abziehen kann. Weil wir haben ja einmal Genesis Top 8 geschaut, das ging 4 Stunden locker. Da habe ich das Game angelassen nebenher. Bin mir ziemlich sicher. Schon mal über 60 Stunden in dem Game. Ballert schon, ballert schon. Aber dieser wählende Erfolg, Mina, ich check's immer noch nicht, warum er bellt, ja. Schade, dass es keine Magilu-Figur gibt. Du meinst, so als zum Sammeln, zum Einkaufen oder was? Das sieht nicht so einladend aus hier. That definitely looks like an Earth Pulse entrance. Jetzt bisher nicht halb genug. Vielleicht gibt's das ja irgendwo in Japan selber, aber wird halt nicht online verkauft. We might have ousted him from the Earth Pulses, but the 4 Empyreans are in play now. If we want to learn anything useful, we'll need to go inside. Be ready for anything. Ich glaube, wird mal wieder Zeit, Velvet ein bisschen mehr OP zu machen. Both the opening and the advent began here. This is where the me before I was born Es gibt 2 Figuren. died. Es gibt 2 von Velvet, eine von Eisen. Sacrificed Velvet's brother. Aber wie gesagt, vielleicht gibt es hier im Internet nicht, aber and Melchior searched high and low for the resting place of Innominat, the nameless Imperium. direkt in Japan No oder wonder sowas. they never found it. Who'd have thought he'd be sealed away out here in the middle of nowhere? And these patterns. They're similar to those I've seen in foreign Gibt's temples, tatsächlich oft built sowas? during the era of darkness. That's some good camouflage. I doubt Artorias öfters mal realized the sowas, true dass es purpose of halt this shrine online gar until nicht he zum witnessed Verkauf Innominat's angeboten power wird. firsthand. Maybe. Hey, can we seal Innominat back in here? No, we can't. I can't detect even a trace of the original seal's art. Me neither. But I can tell you this is the Earth Pulse point. Hier wird's doch mal erklärt, ne? Well, the Du cat's hattest ja already vorhin out of the gefragt, bag. wieso die It won't go back in. Innominat Believe sind. me, Das I've bestätigt tried. sich hier gerade. Even if there was a way to seal him here again, I wouldn't do it. I want to settle things with the Innominat my way. Ich würde so gerne mal nach Japan. Ein bisschen Geld musst du da ansparen für. Like, wenn man da Urlaub machen will, dann ja gleich ordentlich. Das kostet bestimmt ein bisschen. Oh, ist ein Rare Mob. Der war beim letzten Mal nicht hier. Wait. Was? Ich zahle keine 10.000 für ein Hotel. Kostet echt 10.000 oder was? Vielleicht musst du ja nicht in der Metropole ein Hotel nehmen.
So, was ist hier los? Well, hello there. I don't think we have a chance. Ach, was? You thought I'd stop there? Annihilating? You're right! You wronged me! Here's your justice! Fighting order! I Easy need to clappers. be careful not to misuse my power. Stufe 3 Fähigkeiten erhalten. Warst du mal in Japan? Ich war noch nicht in Japan. Wenn ich mal nach Japan Urlaub, also ich würde gerne in meinem Leben mal Urlaub in Japan machen, aber wenn ich für diesen Ansatz setze, würde ich auch gerne irgendwie Japanisch können. Finde ich irgendwie. Weil, ich weiß nicht, also Englisch ist zwar Weltsprache, aber das heißt nicht, dass die Japaner alle Englisch können. Und ich glaube, um Japan richtig zu genießen, sollte man Englisch können. Denkt, also es ist zumindest so, man muss das ja nicht fluent sprechen können und sie ist das, aber man sollte vielleicht irgendwie, ja, wenn man da irgendwie eine Essenskarte hat oder irgendwie was da sieht oder so, dass man das da wenigstens so ein bisschen checkt. If you know what I mean. Irgendwas wollte ich checken. There we go. Japanisch ist richtig schwer. Ja. Gibt Schlimmeres, glaube ich. Aber wir haben Deutsch gelernt. Oh. Wir haben literally Deutsch gelernt. Und deutsche Sprache ist eigentlich schon eine eklige Sprache. Zum Lernen. Also wenn man Deutsch gelernt hat, der kann auch Japanisch lernen, denke ich. Hast du denn Japanisch gelernt, Malia? Weil du sagst, es ist richtig schwer. Ich denke, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass das Deutsch zu lernen schon schwieriger ist irgendwie. Als jetzt Japanisch, weil Japanisch sehr viel damit zu tun hat, so grundlegende Sachen zu verstehen. Du hast da deine paar Buchstaben und dann hast du so ein sinngemäßes Übersetzen. Weil ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe. Hab zwar versucht, mit einer Schrift gescheitert. Oh, Erinnerung. And with that, the oath is now formed. Ceres, take heed. I've now embedded a portion of the art formula within your corporeal form. Over the next several months, it should take hold and crystallize using the power of the oath. The art you'll use to control the power my body has accumulated? That is correct. Brunhild, the Sorcerer's Ring. It is an art that was lost long, long ago on this continent. The Sorcerer's Ring requires considerable investment. So that is why you tied the oath to my life force. The formula will only be completed once I've sie musste sterben. No.
I understand that this is a necessary step in order to realize armatization and bring Innominat under your control. And even though Siegfried possesses a similar power, Lord Melchior has yet to successfully locate the device. Knowing that, our research must be accelerated. That is the only reasonable way. Then you understand. From here on, you are to focus on completing the Sorcerer's Ring. Junge, der Ring des Hexers. I trust you're not having any second thoughts about this? She's a Moloch, here to serve and nothing more. And today she's proved herself quite loyal. Yes, Du little butch. I am Ceres. I am your Moloch. I am simply a tool for you to fulfill your ideals. Torius, this little piece of shit. So Ceres took her oath to make armatization possible. But what a heavy price to make her pay. And Artorius did it knowing that she was his reincarnated wife. So ein Huren, ja. Who am I to talk? There was a time not long ago when I'd have done the same thing. Regardless, things are now starting to come together. What happened to Ceres and to Eifried and Siegfried? It's all related. This all occurred so Artorius could armatize with Innominat and control him. And then Velvet ended up devouring that power and making herself public enemy #1. How deliciously ironic. No, Ceres knew what was going on, and she still... But the Abbey has secured Siegfried's formula, and they're almost certainly using it to complete Innominat's Armatus. Let's keep going, Velvet. Yeah, we've come too far to turn back now. I'll see this through to the end. Good luck. Show him. Aufklärung hier, Junge. Oh, erschreckt mich halt. Die Uhrzeit auch nicht. Well, that about does it. It's been a full century since Midgand reunited the fractured land. In that time, we've enjoyed a blissful era of peace and prosperity. But the world has also seen its faith and moral purity slowly decay, only to be supplanted by deep, profound sin. Things have gotten so bad that nobody has even realized that the Four Empyreans now slumber. I'm entirely certain that demons will only become ever more rampant, and yet I'm powerless to stop it. Empyreans? Demons? What are you talking about? I'm sorry. You shouldn't have to hear me grumble. You've already done so much for me. It's fine, really. You've seen so much of the world. Things that I never even knew existed. Yes. I've seen mountains spew flame, and lands covered in ice. I've crossed stormy seas, and ravines deeper than the eye can see. That's so amazing. Weren't you ever frightened? Of course. We are nothing in the face of nature. It takes so little for a person to lose their life out in the wilds. But in spite of the terror, those seas, the mountains, the forests, the deserts, they're absolutely breathtaking. And even in the harshest of climes, people still find a way to live there and carve out something resembling a home. I think I understand you now. How do you mean? I can tell you really love this world. Not just that, but all the people who live in it, too. The world and its people. Do you really think so? I'm sure of it. Just remember that you are one of those people too, you know? You really should try to take care of yourself a little more. I can't do anything right. How could I possibly learn to like myself? I believe in you, Arthur.
I mean, my family and I are already quite fond of you just the way you are, no matter your faults. Thank you, Celica. That was Velvet's sister and Artorias. That's how I remember Celica. And him, too. I see. Lord Artorias. Eleanor, I know that the Exorcists believe from the bottom of their hearts that their work will save everyone. Perhaps. But that won't stop you from fighting them, will it? No, it won't. Sie hat ihre Erinnerung zurückbekommen, aber theoretisch seine Frau zurückbekommen. Ja, aber sie hat sich auch daran erinnert, was von anderer Unfug passiert ist. What's wrong, kiddo? I was just thinking. Like das mit den Opfern mit Laphicet und Velvet verbrennen und wegsperren und sowieso. It could show us anything. So why does it only ever focus on events related to Velvet's life? Perhaps it's reacting to her presence. Or maybe, since this place used to be Innominat's vessel, his power is still influencing what we're seeing. If that were true, shouldn't you be able to control the Earth and Historia, kiddo? You're supposed to be part of Innominat. Think of all the juicy secrets we could dig out of the past. Oh, I'm getting pins and needles. Du bist doch eh ein Maven. Having that much access might be frightening. Some things aren't so fun to learn about. Aber ja, ich glaube einfach, den Moment, als Ceres ihre Erinnerung zurückbekommen hat, ist sie halt ausgerastet, weil sie sich erinnert hat, was sie alles getan hat in seinen Namen. Was sie da für ein Eid geschlossen hat, wie er geworden ist, was er halt mit der Family gemacht hat, dies, das, alles, das Ganze drumherum. Weil sie war ja im Prinzip immer dabei, ey. Sind die ja dann eingeschlafen? Ja, ist ja 4:23, also ja, wahrscheinlich. Oder zocken nebenher, oder... Aber eingeschlafen wird es pretty much sein, weil viele müssen ja auch noch arbeiten. Ist ja mitten in der Woche. Ich mag zwar Spätschicht haben, die meisten anderen haben Frühschicht. Dein Schlafrhythmus ist tot. Ja, nach dem, was du heute erzählt hast, auf jeden Fall. Naja. Ist jetzt nichts Verwerfliches dran, ob man tags schläft oder nachts schläft, ey. Was ist normal, ey? Bei mir geht's halt 14 Uhr wieder los mit Arbeiten. I hear that you've finally gotten your assignment. Have they given you a name yet? Malak number 2. That isn't your name. Huh? You don't remember anything, do you? But of course you don't. You died before you were even born. Oh, sie hat's schon gewusst. But my memories, they came back. And these memories, they torment me. I can never replace them. And I can't undo them. I don't really understand. You don't have to. Just know that I was happier before my memories and free will reawakened. If I had one wish, I'd wish that you stay the way you are. You're going? I'm about to free someone who can kill the strongest Empyrean and the head exorcist. I suppose you could call it revenge. Against myself and against my past. Goodbye. Please. Find it in your heart to forgive your mother when she failed to protect you. Shit. Wait, what? How'd we get here? This is the prison island. Junge, wir sind Titanier. By an Earth Pulse warp. I'll have to send for the Von Eltia to come get us. I guess I must have met Ceres at some point, but I don't have any memory of it happening. But why would that place connect to here?
Well, I mean, this is an Earth Pulse point, isn't it? Ceres might have willed it to be somehow. What do you mean? Velvet is right. I think the Earth in Historia showed us that memory because Ceres wanted us to see it. Or Velvet and Laufey said at least. I think I understand. And I think I agree. It may have taken us all the way out here, but at least we have something to show for it. I suppose we can't complain. Yeah. This was worthwhile. All right, let's get to the harbor. I can think and decide for myself now, but it's kind of nice. I feel alive like this. So rest easy, Mom. I'll be okay. Schiede. Türkis, eh? I mean, sure, why not, aber we gonna stick with it, weil ich mag schwarz und rot mehr. Jetzt. Ah, man kann hier einfach rein wieder. Again, Doctor. Good day. May I order a bouquet? I need it this weekend. A bouquet? Is it already that time again? You're heading to a ball again this year? That's right. A ball? Same as always. Nico's favorites? No, I'd like to order lilacs this year. Lilacs? I thought I'd tell her the news when I visited this year. So, you finally decided to marry? I have. I could never forget Nico. Not a day goes by where I don't think, if only I'd made up my mind sooner with her, then asked her to move here. She wouldn't have been there on that tragic night. And yet, I have to move on. I think that's the right decision. We can't give up on our lives over those who have left us. We have to live. I'll make the biggest lilac bouquet you've ever seen. I'm sure Nico will be happy for you. And congratulations. Thank you. Why a lilac bouquet? Lilacs have a special meaning. A treasured memory. I see. I hope his message reaches her. Yes, I believe it will. Bestimmt. I'm finally done cleaning up the house. This house has plenty of room. We can add more to our family and still be fine. But that means I'd have to work that much harder, too. It won't be so bad. As long as we work together as a family, it'll be okay. Yeah, and Zavid will help out too. What? Yeah, that's right. We always help each other in times of need. Just like the way Zavid does. What? Aren't you the bossy one? Ich wusste gar nicht, dass David hier am Aufräumen ist. Do it Zavid's way. Yeah! I hope Zavid comes over to play soon. Zavid. We should ask them how they know him. Yes, we should. I'll handle it. Let's go. Eleanor being useful. I'm Eleanor Hume, an exorcist with the Abbey. I'm terribly sorry to intrude, but I was hoping you would tell me how you all know Zavid. Oh, do you know Zavid too? Yes, we have a history. Ja, Zavid war auch ins Hysteria. Ich feiere Zavid auch. Ich finde sein Team ziemlich nice. Well, we feel like we owe him a great deal. I guess it all started when he kidnapped us. Kidnapped you? Let me explain. My wife and I, we were both chefs. And one day,
Zavid showed up out of the blue and practically hauled us back to his home. There waiting for us were Theodora and these children. Theodora? Yeah, Theodora. You know, his girlfriend. His girlfriend. These children had lost their parents, and Zavid and Theodora took them in. Then Zavid rushed us back outside. We were so startled by how sudden it all was. We had no idea what he was going to try to make us do. But then he asked us if we could cook the children a meal that humans would find delicious. He said that Malakim enjoy eating the same kind of food as humans do, but they lack the skills or know-how to cook it. At this point, how could we not help? We made them the biggest and best Sind meal es we Malakim-Kinder It was oder? huge and delicious. The Mabo curry nearly melted my face off. Mabo Curry. The pasta margarita was the best. Well, I loved the peach pie. Well, excuse After me, that, we ended up Princess. stopping by the house a lot and Wieso started lässt teaching was? Theodora some recipes. We Wie die das lost betont child hat, to a ey. demon. Ever Das Kind since, hat mich voll we've daran forgotten erinnert. we could ever laugh. But Zavid, Theodora, and the children, they gave us a newfound joy in life. From a kidnapper to a savior, then. Exactly. Until they came along, we'd never even realized that Malakim have hearts, just like people do. It's because they do that they fight alongside you exorcists against the demons. I see that now. Right. What was Theodora like? I love her. When I was too scared to sleep, she held my hand and let me sleep in her bed. She reminded me of my mom. But Zavid was always so mean to me. One time, he even hit me upside the head. You two were always roughhousing, being dumb and breaking stuff and getting hurt. Hey, you wanna fight? Come on, you two. Calm down. It sounds like these kids were well loved. Yeah. But one day, without any warning, Theodora left the house and went missing. And Zavid went off in search for his love, leaving you two to care for the children. He asked us to keep the kids safe until he and Theodora returned home. We just recently moved here, where there's a port, because our old town was too remote. All right. I think I get it now. Thank you for sharing your story with us. Zavid can be a bit rough and tumble, but he's a good man at heart. If he's in trouble, I hope you'll help him out. If not for him, then for the children. All right. Ah, das erzählt mir denn lieber nicht, dass sie zu Drachen geworden ist, Junge. Das wird wieder Stress. People have been saying that the Lord of Calamity destroyed Mercio, but do you know anything about what happened? Well, Mercio wasn't destroyed. It was more like taken over. All the people were driven out. How are other towns holding up? Well, there are more demons around than before. I'd say people are getting nervous. Is the demon blight really spreading? It's the worst it's ever been these past few years. In that case, it's more important than ever that we settle Eastgand. Eastgand has had the least trouble with the demon blight. More importantly, there's room here for so many to settle. So, you want to build a new town? Yeah. I'm thinking of the area around Lake Pernia. It's high up, but it's good land. Ready access to good fresh water is a big plus. The soil is rich there too, so it'd be a good location for a town. All right, now I'm getting excited. Me too. It won't be easy, but in this world, what is? Besides, I want to do my part to help people. Okay, last thing we'll need is ladies. We can't start a town without our better halves. Before we plan our town, we'll need to plan for romance. Don't waste your time. What? No woman will fall for a guy who whines about needing love or romance to make something of himself. If you want proof, look no further than the icy glares these ladies here are giving you. Oh, that's scorn. I've never seen anything like it. Still, it'll be lonely there with just a bunch of guys. Speak not of dreams. Become them. I read that in a book once. People are drawn to those with conviction, who work hard to fulfill their dreams. In other words, find passion in something, and someone will take notice of you. A long time ago, I read that the secret to finding love is not to fall for someone, but to make someone fall for you. Okay, let's do it. Let's make our lakeside town a reality. Woohoo!
The girls won't be able to keep their hands off us. Mhm. So kann's auch gehen, ja. Oh! Raiders! Aber vom Raid! Ja, was geht ab, Leute? Moin! Wer kommt da? Augusta Smash! Hey! Hydra, was geht ab? Vielen Dank für den Raid! Was geht ab, Leute? Einen wunderschönen guten Morgen an all die Nachteulen. 18 Leute, ey, was geht ab? Was habt ihr Schönes gemacht, Hydra? Habt ihr gesmashed? Habt ihr Mario Kart gespielt? Habt ihr Mario Party gespielt? Dort ist auch mal Tekken gespielt, oder? Oder Melee? Das war wahrscheinlich Ultimate. Anyways. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allen. Ich habe immer noch nicht meinen Shoutout-Command fertig. Ihr habt Star Fox und Star Wars, ja. Star Fox und Mario Gold. Die Emulator-Games, oder was? Ja, geil. Hört sich nach einem guten Stream an. I don't disagree with your conclusion. But I think you're going about it the wrong way. How so? I appreciate auf jeden Fall, dass ihr um die Uhrzeit noch alle wach seid. So viele noch. Vielleicht ist die Hälfte schon eingeschlafen, aber das ist okay. Willkommen im Stream auf jeden Fall. I think you two can come to terms without having to fight. For some things, Eleanor. Soundcommands sind leider aus für Story Games, Tito. Aber nice try. If he was so easily swayed that words could convince him, he would already have killed that dragon. But still. I'm not in the mood to argue. Let's just go. Ja. Ne, es ist, Story Games ist das besser ohne Sound Commands. Finde ich persönlich. Weil, wenn die Leute sehr viele Sound Command nutzen und du bist so, versuchst die Story, ne, man versucht sich ja selber in die Story reinzudenken, das mitzufühlen, das, wenn immer ein Sound Command kommt, das haut dich halt volle Kanne raus. Zumindest so ein Story-Game wie Tales of Berseria. Wenn es jetzt sowas wie Genshin Impact ist oder so, dann ist egal. Wir sind auch ziemlich am Ende des Games hier bei Tales of Berseria. Aber ich glaube nicht, dass ich heute Nacht noch durchkomme. Weil das Game, das, also wie viele Stunden? Ich muss das zum Speicherpunkt gehen. Wir haben jetzt über 65 Stunden. 66 Stunden, das ist schon not bad. Das Ende ist aber in Sicht. Würde ich dich die ganze Zeit küssen machen. Wie viele Tales of Games gibt es? Wie viele es insgesamt gibt, kann ich dir nicht sagen, Nobby. Das ist jetzt mein viertes Tales of. Ich habe Tales of Symphonia gespielt in Vesperia, danach Cisteria und jetzt ist gerade Berseria dran. Und danach kommt noch Arise und Arise ist das Neueste. Ich vermute aber, es sind über 10 Games, Nobby. The Praetor said the Pinion attacked with arts of earth, water, fire, and wind. The 4 elements. That's not all. From what I hear, this Pinion sports red eyes and a golden coat. They call it Goldepin. Goldepin? Right. So where is this Goldepin? The attack happened in the Figal ice caps. But I gotta warn you guys. Goldepin is said to be an ominous creature. Ich werde aber nicht alle spielen, Nobby. Also ich bin froh mit meinem 5er-Projekt, danach bin ich mit Tales auch mit durch. Und habe ich auf jeden Fall gut was geschafft. Oh, now we have to check this out. So it's a penguin with red eyes, a gold coat and control over all 4 elements. Ich hab's mir auch schon gesehen, jetzt mir fast geholt. Ich hab's mir geholt. Ich konnte nicht. They're calling her Goldepin, huh? I've seen a lot of things out there, but never anyone who's mastered Bald sind wir da. Das soll ziemlich gut sein. Excluding myself, of course. Und danke für den Follow, moin. Whatever she is, if she's taken down a Praetor, she might be willing to work with us. Or, you know, it could be a trap. This strengthens the case that she could be connected to the 4 Empyreans. Either way, we should probably go and find out. I'll send word to Jude and Warum spielst du Rise auf PlayStation 5? War günstiger auf Steam. Das war halt im Angebot. Im Winter Sale. Hab ich halt zugeschlagen. Mal ja, es gibt keinen bestimmten Grund. Manchmal ist das einfach sehr spontan, was ich so mache. Ich hatte zum Beispiel schon auf meiner Pile of Shame hatte schon Tales of Symphonia und Tales of Berseria. Yo Chris, danke für den Follow, moin. Tales of Berseria und Tales of Symphonia hatte ich schon auf meiner Pile of Shame.
Symphonia hatte ich nie angefangen. Tales of Berseria hatte ich 30 Stunden angespielt damals. Und im letzten Steams Winter Sale habe ich dann Systeria geholt, günstig. Ich habe Vesperia auch günstig geholt. Das waren irgendwie 10 Euro. Dann habe ich mir noch Arise geholt. Das war auch irgendwie, keine Ahnung, 20% billiger oder sowas. Müsste ich jetzt lügen. Aber ich verstehe dich, Nobin, mit der Zeit, ne? Das ist immer schwierig mit der Zeit. Zum Beispiel vor Corona habe ich auch keine Zeit gehabt, wirklich für die ganzen RPG-Games. Ich komme hier gar nicht runter. Aber jetzt durch Corona habe ich halt extrem viel Zeit dafür bekommen. Und here we are. Ich nutze es halt vollkommen aus. Zwar geht dann der Smash-Konsum ein bisschen runter, aber das ist gut fürs Mindset, gut für den Kopf, weil Smash Online Only, das ist gefährlich. Wait. Hier lang? Ey, das ist da oben. Ah, da oben ist eine Katze, oder was? Ich wurde jetzt schon ein paar Mal hier geradet, bist ein angenehmer Kerl. Schön zu hören, Nobby. I appreciate it. Ach ja, diese Katzeneinladung. Ja, ja. Hello there. Meow, 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 meow. Your attention, please, for an important announcement. To commemorate all your hard work saving my friends, I'd like to invite you to come to Cat's Corner. Das haben wir in Tales of Systeria nicht geschafft. Guten Morgen, Dahü. Was geht ab? But we don't have any business there. Now hold on. Cat's Corner is a sort of phantom place that's never been plotted on any map before. And we'll have the chance to explore it. If it's home to a lot of cats, I kind of want to see it for myself. Denied. It's a waste of our time. Oh, come on, Velvet. Quit being such a killjoy. Cat's Corner is like an exclusive members-only club. Nobody but nobody would turn down an invitation. Exactly. You should be grateful for this opportunity. Opportunity. Ah, please send help. Aren't you even a little bit curious? Katzen sind toll. Also diese Katzen in diesem Game, ich weiß noch nicht, was ich von denen denken soll. Well, if you ever feel like visiting Ich mag die Standardkatzen mehr. just say the word. Meow. Warum noch live? Na, einfach so. Was ist Schlaf, Dahü? Lieber Tales of Berseria spielen. Ich will nämlich langsam damit durchkommen. Oh, Moment. Ja. Gehen wir mal nach Cat's Corner. Das Katzen. Wow, so this is Cat's Corner. I'd never have Das ist ja guessed schon a wieder place so eine like this Trauminsel. existed. What an adorable little hamlet. You can feel your Hat motivation Velvet to eine get Allergie? stuff done just floating away. And look at all the cats. It's so peaceful here. Velvet hat actually eine Kinda makes me Allergie. want to sit down for a big feast. Look, over there. Is that the cat's pajamas? Das ist gleich Schule? Um 6 oder was? What the fuck, zu früh. Oh no! Velvet, don't tell me you're... Are you allergic to cats? That's why I didn't want to come here. Are you gonna be okay, Velvet? Ah, course, it's aber... Gesundheit. Ich bin so überrascht, dass sie eine Allergie hat, weil bei Norman hat sie doch auch keine Allergie. Auch bei den anderen Katzen gab es auch keine Allergie. Aber bei den Cats... Was soll diese Musik, ey? Und sie liest einfach random. Anyways, was gibt's hier? Oh, Adamantin, Junge. Bessere Items. Oh, guck mal, das kostet fast 20.000, Alter. Wie teuer. Ich werd bekloppt. Ich hab gleich kein Geld mehr. Ich bin gleich arm. $130.000. Alter Vater. Diese Musik, ey, die ist ganz schön wild. Ziemlich trollig fühle ich mich hier. Ich brauche ewig zur Schule. Was für Beatbox, Junge.
Tut mir leid, Leute. Wer Beatbox hier, Junge? Random Beatboxing, ey. Rippgeld, ey. Plus 8 Angriff. Fettes Upgrade. Sogar eine gute Waffe. Aber dieses Beatboxen. Ich um diese Uhrzeit. Why do you do this to me? Game, bitte habt Erbarmen, ey. Ich kann das doch nicht um diese Uhrzeit mit mir machen. The Paw Pro Wrestling BNA World Catnip Cup Heavyweight Title matches tonight, meow. The rules are simple. The contestants need each other Neuer with Handywecker confirmed. the first to make a sound loses or meows out. Es tut mir leid für alle Leute, die jetzt hergeradet wurden. Countdown or something? Aber irgendwie auch nicht. Count starts when one fighter starts purring. Purr for 3 seconds and you're out, meow. Nee, Are there ey. any illegal moves? Grabbing the back of the neck and nibbling are both forbidden and incur heavy penalties. It sounds like a lot of fun. I'd love to try Gleich it wieder myself. ein Volk. There's going to be an anything goes division Tut in the mir next leid. Agarte Cup. Any race can Ich wusste nicht, dass das Just put on passiert. a pair of cat ears and you're in, meow. Aber die da waren, tun mir nicht leid. Ach, ihr seid das doch schon gewohnt, Leute. Die vorher hier waren, ey. Die waren schon vorher verloren. Ach ja. Junge, wo bin ich hier, ey? Cat's Corner. I've got fervor for adventure. I travel the world to reclaim hidden Was ist das da? treasures, meow. Doesn't that just make Was you a ist das, ein cat Pilz lover? mit einem Gesicht? Big words coming from a pirate, meow. You guys pilfer Ist er and durch pillage Wasser? anything you can get your paws on. You prattle on about how romantic your life on the sea is, but you're just a bunch of ruffians. I'm sorry. Good. As long as you know where we stand, meow. I've got my own ship. Gleich beatboxen die And wieder, wait till you Junge. hear what I Gleich ist es wieder hear. soweit. It'll make your whiskers spin. I call her Von Miautja of my youth. Man jaut ja auf Mayus. Ich hätte gern. Das ist die Klapse. Don't Oh, tell me I have the hiccups now. arme Velvet. Komm, stell mal Lautstärke auf 100. Ja, mal kurz das Game lauter machen. Was jetzt mit dem... Was... Sind wir jetzt bei 8-Bit? Es tut mir leid, Velvet. Was ist mit der Musik los, Junge? Bah! Und wieder eine wilde Party mit meiner absoluten Lieblingsperson. Es lagen Funken in der Luft und ich bin immer noch wie elektrisiert. Ah! Ich kann einfach nicht genug kriegen. What? Das Katz Pyjamas ist ein Club für anspruchsvolle Erwachsene, die den Unterschied zwischen Spiel und Romantik kennen. Deshalb beträgt das Mindestalter für den Zutritt auch 2000 Jahre. Tut mir leid. 2000 Jahre? Nur diese Insel, ne? Nur 2000 Jahre. Ey, das ist cool. Guck mal, wie sie hier sitzen und chillen. Ich komme auf die Musik nicht klar. Das ist safe ein Bordell. Ja, wahrscheinlich. Spiel und Spaß, ne? Spiel und Romantik. Sie, eine unbekannte fliegende Tafel. Ich musste es herausschreien, oder, Miau? Ah, okay. Kann ich skippen? Ja, okay, das ist einfach nur... Hier können wir uns einfach die alten Filme angucken.
Oh mein Gott, ich hab nicht alles gefunden. Hier. Ich hab voll viele Sachen nicht gefunden. Ah, das tut weh, Junge. Es tut weh, Junge. Oh mein Gott. Wie viel mir noch fehlt, ey. 100%, Leute, ne? Eieieiei. Jan Pokoro. Was ist denn? Jan Pokoro, schäm dich, tut mir leid. What's unique about your dialect? Du könntest es wagen, die Musik zu unterbrechen. Sorry. Sorry, I have no idea what you Tut just mir leid, said. Leute. I said, this fried shrimp is amazing. Cool, huh? Wow. So how do you say brother in your dialect? Muir. Sister? Muir. Mother? Muir. They all sound the same to me. Can cats where you're from tell the difference? Of course. It's all about the nuance. What? I think it's a bit too much to wrap my head around. Oh yeah, what about father? Father is father. Huh? Wow. That one's normal. No insulting. No, you know. I'm sorry. I forgive you. That's very kind of you. But the proper way to apologize in Nagoya dialect is What? Ich glaube, die haben ein bisschen zu viel Spaß gehabt beim Aufnehmen. Ich glaube, die haben ein bisschen zu viel Spaß gehabt, als sie diese Cats synchronisiert haben. Ein bisschen zu sehr gefühlt, ja. Gibt's hier noch irgendwas? Figal Eisspitzen. Hellerwes. Okay. Wir haben es geschafft, Leute. Für alle, die es ausgehalten haben. Schön, dass ihr noch da seid. Bei Musik. Ja, die Musik war echt crazy, oder? Ich fand's ziemlich interessant, wie lange dieser Song ging. Der war immer noch nicht vorbei und der hatte so verschiedene Etappen. Like, auf einmal kam Beatbox, dann kam 8-Bit-Musik. Ich weiß gar nicht, wie lange der Song am Ende wirklich geht. Bin so überrascht, dass der einfach so lange war. Okay. Nächster Bossfight incoming. Es wird mein nächster Klingelton. Genau. Look. Wie ich denn selber Beatboxe dabei. Golden coat? It's Goldapen, all right. And she's even got that quirk. Be careful. If what we heard is true, she can use those 4 great spirits in battle. 4 great spirits? Oh, she's mad. See? She's drooling. Does that mean she thinks we look tasty? What? Tasty. Does that mean she's a man-eating penguin? Wait! Don't fight! Hey, it's Jude! No matter how much Mila loves to eat, she'd never attack a person without a good reason. Huh? Wait, this penguin isn't Mila? What? Are you all right? When I got your message, I ran all the way here without stopping to eat or drink. That's enough. Oh, hello there. When will you people learn to leave this penguin alone? Oha, ey. Hunting for food, I could Ist sie das? understand. But I won't allow you to take this creature's life on some flimsy notion of Was wir- idleness. If you want the penguins, you'll have to fight me first! Oha, sie bekämpft Junge. Mila. Who the hell are you? I'm Mila Maxwell. And Mila I'm the Maxwell? protector of penguins. Now, rise, arise, Junge, ich hab den Namen Maxwell schon mal in Tales of Symphonia gehört.
comes next! This is just the first step! To kill you! Howling Dragon! What? Killing Blast! Behold the arts of my ancestors! I get the style! Aaron! Oh, here it comes! Resound! Arise! Become the blade of destruction! Lost Bond! That is, you can't! Was ist der Basic 3 nicht klar? Junge, dieses Maxwell. Wir haben den Namen Maxwell in den Tales of Symphonia Playthrough gehört. Ich habe ihn bloß leider nicht bekommen. Ich habe die Sidequest da nicht gepackt oder nicht rausgekriegt. Ich will nicht, dass ich dafür gegrindet hätte oder so, weil ich will immer bloß die Main-Story machen. Oh, hello there. Das ist also der zweite Main Character aus dem Zilla-Game, ja? Tales of Cilia. Das ist aber eine Maxwell, ist ja witzig. Ich weiß ja nicht, was Maxwell in den Game von Tales of Cilia bedeutet. I was careless. You're strong. You know your way around a sword. As do you. I can see that Jude wasn't exaggerating when he called you the Lord of Spirits. The Lord of Spirits. Do you know him? I've been looking all over for him. He's right there. Oh, Jude! Thank goodness. I'm so glad you're safe. Mila, you can tell it's me? Of course I can. You're a lot smaller on the outside, but you're still you on the inside. No kiss. Thanks, Mila. Ist halt ein Frosch, ne? Wenn man den küsst, verwandelt er sich. I haven't exactly had an easy time in this form. Yes, I can see how it might have given you some trouble. Leia and Elise would probably be worried sick, and Alvin would tease you mercilessly. I think there's a way I can change back. When I fought these guys before, I was somehow able to do it. You fought them? So they really are a bunch of no-good Penguin abusers. Die lieben Penguins. We're not, I swear. It's all a misunderstanding. It's okay, Mila. They're the ones who told me where to find you, and they're not Penguin abusers. Oh, all right then. I'm sorry. I didn't mean to go jumping to the wrong conclusions. Ja, ja, deswegen hast du uns bekämpft. Everyone, thank you so much for reaching out to me. No need to thank us. We just did the same as anybody would. I'm glad you found your friend. However, both of you are still stuck here. It's fine. The two of us will figure something out. We'll get Jude back to his normal self and find our way home to Riza Maxia. Riza Maxia? Yeah. Oh, do you want to come along too? You know this Penguin? Yeah, for some reason I've taken quite a liking to him. Something about him just feels familiar. I suppose so. Goodbye. They're gone. Is it really okay to let them leave? What do you say, Also ich finde diese buschigen Augenbrauen stehen ihnen super mal, ja. Ich weiß gar nicht, was du hast. No. Her arts felt fundamentally different from the ones we Malakim use. Agreed. I think I might actually believe they came from another world. In that case, we can let them be. Since she took down that exorcist, I don't think we need to worry about her joining forces with the Abbey. Yeah, but couldn't she still join our side? I wonder. I feel like she might be a bit out of our league. I don't know. I think you two have more in common than you'd care to admit. We should leave them be. Besides, if they came with us, Eleanor might try to eat Jude. I would not. Erwischt.
Azeritas Großmeister spielst du deine Mini-Mila. So, es gibt immer den. Nix. Ich kriege gegen Krustenwesen, Furien. Ich schätze mal, Furien ist the way to go. Furien ist bestimmt so ein Endgame-Ding. Maybe. Was für eine BH-Größe Velvet hat? Weiß ich nicht, schwer zu beurteilen. Alright, Entschuldigung, Leute. Ich schätze mal, nichts Überdimensionales. Dankeschön. Wir müssen nach Lowes. Ich denke, die B, so groß sind die nicht. Guckst ja noch genau hin. Ja, wenn du davon redest, dann muss man halt kurz gucken, ja. I don't know. I don't know. I don't know. Ist halt ziemlich, ja, normal, ne, würde ich sagen. Jetzt nichts Übergroßes, aber auch nicht klein. So. Da oben ist was. Oder was? Wait. Wo ist das? Nördliche Dananstraße. Was? Aber schwer zu schätzen. Aber vielleicht, Mina hat Kennerblick. Das wird schon eigentlich so hinkommen in der Richtung. I mean, es müsste nicht immer Größe sein in Animes, also es ist in Ordnung. Mit Velvet gut so wie sie ist. Why did this have to happen to us? We should tell the Abbey what happened. They'll help us and kill all those evil demons. We know that place better than anyone. We can help the Abbey recapture it. I'll never forgive those demons. Or the Lord of Calamity. I'm sorry. Sorry. In der Anime-Sequenz sehen sie größer aus. Vielleicht hat sie ja bloß eine günstige Position. Können wir hier den Priester trollen? Nö, Taverne, Gasthaus. Hier ist das große Battle, ne? Ja. Gehen wir jetzt woanders hin. Zu groß finde ich auch ekelhaft. Ich auch. Zu groß ist auch nicht schön für die Frau, ne? Rückenschmerzen und so. Just saying. Schon oft Frauen erlebt, wo ich mir dachte, wieso habt ihr euch eine Schönheits-OP machen lassen? So dass sie schon
schöne Brüste hatten und dann haben sie einfach nachher so XXL-Brüste. Ich denke mir so, nee. Sowas findet ihr geil? Das ist daher schon nicht mehr schön. At some point. It's gloom and grief all around. So many people at church have lost someone close to them. But it is in the saddest times when smiles are halt most needed. Aber man sollte damit zufrieden sein, was man hat, ne? Also Schönheits-OPs können schon Sinn machen, ne? Wenn man einen Unfall hatte oder Krankheit ist und ne, dann irgendetwas halt nicht mehr so ist, wie man sich wohlfühlt und dann dagegen hilft. Also ist ja nichts grundsätzlich was Schlechtes, aber ganz ehrlich, wenn du schon schön aussiehst und dann immer noch machst, dann warum? I work hard so that this fountain never runs dry. And I'll help you maintain it, so that it stays a place where people can come to feel at ease. Now that there are less exorcists around, we can rely on the Abbey to do everything for us. We need to start by doing what we can do to make this world a brighter place. So where are you going to start? With everything as harsh as it is now, people feel like they need to sacrifice excess and live frugally. I agree that we should act in moderation and refrain from excessive luxury. But we need joy to keep us going, right? That's why we've decided to open up a restaurant. We want to make people happy by making good food and good drink. What sort of food will you make? That's what I'm researching now. I'm walking the world, trying different foods. I heard they have this amazing Mabo curry. But to be honest, the place looks a little intimidating. Just treat it like it's any other restaurant. I've been in there, and the Mabo curry is great. Really? So it's a Mabo curry even the kids can like? I gotta try me some of this. I wish you wouldn't call me a kid. My bad. I didn't mean to step on your pride there. Als ob du I das was too preoccupied with thinking about our restaurant's mission statement, and I neglected to consider your feelings. I'm terribly sorry. Junge, was? It's not that big of a deal. Der ist ja richtiger What Good do you Guy. mean by mission statement anyway? We're a restaurant that's fun for the whole family. Our slogan is, we'll feed you from the cradle to the grave. It's supposed to be a place people eat. You might not want to mention graves. I think a Hoppla. person would need a lot of courage Wieso ist to das go Grab eat there. eigentlich in was anderes? Why didn't I think about umbenannt? that? You seem to miss a lot. Are you sure you're up for running a restaurant? We'll be fine. I studied up on a lot of restaurant management, and I plan on hiring a really good chef. All that's left is to select a menu and come up with a new slogan. Instead of cradle to grave, Dieses how about Bare. from this Bare life gleich to Grab? the next life. Your food's killing them either way. Right. I can't think of anything. How about fine dining, from baby teeth to dentures? Not bad, eh? That's fantastic. It gets rid of that whole dying thing. I love it. We'll use it. They've got a long road ahead of them. Indeed. Scout. Hello there. Welcome. You came back. I did. This place is important to me. Are you sure it's okay to be in a town like this? Don't worry about us. Besides, I'm more worried about the bar. I'm only away for a little while, and look at this place. The casks are empty, and all the food tastes like dirt. Just a little bit ago, we finally got a delivery in. It was barely enough to open up shop. Do you have enough to make Mabo curry? I do. Great! Thanks for worrying about us. But leave the town. Erstmal saufen. Jawohl. You should just Der Schnaps focus ist on auf jeden what Fall you da. have to do. Just make sure you don't have any regrets. Thanks, Tabitha. I heard you guys managed to beat Shigure Rangetsu. Word travels fast again, as usual. As I understand it, succession of the Rangetsu clan goes to the one who kills his predecessor. That means you're the successor, Rokuro. Or have you taken the name Shigure now? You have to kill the head of the clan to succeed them? I don't intend to step up as the new head. But how do you know about my family's customs? We're all part of the same underworld. Word travels.
Die weiß mir zu time viel. ago, we tried to assassinate another Shigure, but we lost 30 of our number instead. Naturally. It'd take more than that to do a Shigure in. In retrospect, I wonder if even 300 men would have been enough. Your Shigures are a tough bunch. Look at your brother. He was a legate. Yeah. He was probably the strongest head the clan ever had. That being said, did you know there's a demon out there not even he managed to cut down? Are you serious? That must be some crazy demon if a legate couldn't even take it down. Tell me about it. It was a swordsman who looked like a dragon. Shigure was sent to exterminate it, but came away empty-handed. And quite recently, it was sighted at the Empyrean's throne. Sounds like a job only I can handle. Wait. You're not the only one here. Only fools rush in. Don't bother, Magilu. Yeah, you should know better. He won't listen. Besides, I think we're all fools here. Point taken. A dragon swordsman not even Shigure could kill. I'm getting excited just thinking about it. Good luck. Alright. I mean, wir müssen da so oder so hin, also let's go. Das ist ja dann sowieso das Ende da. Langsam. I mean, wir werden eh gleich in Space hochgebeamt werden, wegen diesem Luftschiff da, oder Luftinsel besser gesagt. Hey, it's you guys. Remember me? We met during that whole thing with the Swordbreaker. You convinced me to stop being a bandit. Yes, I remember you. Yes. Yeah, I finally saved enough to open up my bandit cuisine restaurant. I'm just looking for the right location now. You didn't steal that money, did you? Hey, I said I stopped being a bandit, didn't I? I took on honest work to save up for this. Repairing roads, delivering relief supplies. Junge. Lots of hard labor. You really did turn over a new leaf. I think what you've done is incredible. Really? All right. It was all worth it just to see that smile. Now that you've become a good man, I'm sure that even more wonderful things will come your way. Have you decided on your menu? Almost. I've got the eggless wild mushroom omelet and the highwayman's stew, but I feel like I need one more standout dish. There's a tavern in this town that has mabo curry that's just out of this world. I want to try to beat them. Do you have any good ideas for me? Maybe something that'll help me draw in the ladies? Maybe add a dessert menu? That might help. I know, like a theft by chocolate cake. Mörderische Schokoladenversuchung. Crime brulee tart? Well, that's certainly aggressive. Yeah, those sound great. Now my menu's complete. Hey, when I'm a big success, you want to get hitched? You shouldn't tease an exorcist. Das ist kein Witz, I'm not Junge. teasing. I'm serious. Marry me. Well, good luck with your restaurant. Ooh, rejection hurts. God damn it, Less Eleanor. holier than thou delivered some just desserts. Sweet rejection. It'd make a good cake name. The taste of defeat is bittersweet. Sheesh. Ich wette, Eleanor hat's mal wieder nicht gecheckt. As always. Anyways, es ist Zeit für das große Battle mit Magilu. Hoffentlich. Damit sie ist gerade nicht da. Showtime, Magilu! Come out and face me, preferably unprepared. Magilu isn't doing any shows right now. Why not? Did she get scared when she heard that the Enfu and I were teaming up? Also, keiner Magilu and her teacher had a big fight. From what I've heard, it sounds like she's run away God from damn it. home. Do you know what happened? She just kept going on about how she wanted a break from practicing. So, she's young. She probably just wants to go out and have some fun. Preposterous! If she takes even one day off, it takes 3 to get her back in form. Even so, shouldn't you at least hear her out? All I've done is hear her out. She mentioned something about wanting to go to the Samal Grotto, but I wouldn't have any... Did you say Samal Grotto? That place is a nest of vicious demons. Wait, what? Vicious demons, you say? If Magilu really went there, then victory could end up being mine by default. This isn't a joking matter. We have to go look for Magilu. My precious Lulu. Lulu?
Das fällt ihnen aber früher ein. Ach, da ist das. Wait. Da kann ich ja... Ah, ja, das war vor... Ah, Junge. But before I do that... Warte mal, wie ist der Hafen hier oben? Sachsenhafen. Okay, weil da oben ist ja auch was. Guck, was hier oben ist. Ah, it's you, my boy. Hello there. Hiya! I got another letter for you, Eisen. Hey, are you okay? What does it say? I can't read it right now. One of you do it. Okay. Dear brother, I got your letter. Not sure why it was so tattered. I'm glad that you were able to tell me how you really feel, even though it was beyond obvious by now. Your clear descriptions of the self-defense Moloch arts allowed me to master them quickly, despite your terrible grammar. As weird as it feels writing this to a pirate, good luck with your work. And I know how to keep a secret. So please keep writing me letters. My life doesn't revolve around them, but I do enjoy hearing from you. I can't see the oceans you sail from my perch here on the mountain, but I'm thinking of you and praying for your safety. And I want you to know I'm doing fine. Ah, looks like she's just as roundabout and stubborn as her brother. It must run in the family. There's more. P.S. Thanks for the Nordals. They're not really all that cute, but I guess I like them a little bit. But ever since I got that last one, I hear this voice at night telling me I should write you and be here for you when you need Junge, die an den Regenschirm. It's actually rather annoying, but since the doll is a gift from you, I'll make a special exception for it. Du bist Phoenix, That's Junge. all. Sounds like she's really got it together. You know, I don't think we ever asked you her name. Edna. That's a pretty name. Glad you think so. I'm the one who named her. Junge. Alright. Das ist so traurig. Besonders der Phönix hat nie geredet, ja. Ich weiß nicht, ob sie den in der Zwischenzeit gekillt hat oder so. Ich mag Edna. Die hat Tales of Hysteria gut mitgecarried. Fand sie immer ziemlich witzig. Wie sie immer Wasserbubi getrollt hat. Und Wiglio. Die haben die einfach immer getrollt. Irgendeinen Scheißspruch hatten die immer für den.
little runaway. Wow. Magic is useless. Hello there. Everyone's putting their hopes on you, Majilu. Sie heißt Fetthexe. Don't worry, Magilu's here to help. Rising Falcon. Als ob er sie Fetthexe genannt hat. Ich bin ja wohl. Now, rise, arise, ascending, angel! Die Fetthexe. Das ist die Fähigkeit, wo sie mit den Besen Kelch, das heißt desinfizieren. Alright. Kehren wäre es gewesen. Alright. Come on, put up some fight, okay? Die Wert auf hohe Schwierigkeit oder höher die Fähigkeit, eine zufällige Fertigkeit auslösen, die die Betäubungsdauer der Gegner erhöht. Thank you for saving me. We heard you stood up to Volta and ran away. Is that right? No, it's not like that. Say no more. I used to have a real pain of a teacher too. I know what it's like. Teachers aren't good for much other than running their mouths and bossing people around. They just try to pick out your flaws. They don't even see how hard their students work for them. Yeah. Volta wouldn't even listen to me when I tried explaining why I wanted to come here. He's always like that. All he cares about is dancing. He won't talk about anything else. Junge, mal mit einer Runde It's just that Blockdancen, er weiß sometimes Bescheid. there are other things I want to talk about. Huh, I hear you on that. Surely you can see you don't need to work yourself to death just to please that mean old man. If you need somewhere to go, we always have room in Magilu's menagerie. I don't know. I don't think I'm cut out for it. Lulu, are you all right? Sir? What are you doing here? What are you doing here? Don't you know this place is dangerous? I heard there might be an herb here that could make your injuries stop hurting so much. You came here for me? What were you thinking? You think it's just all right to throw your incredible talent down the drain like that? Now just a minute. Lulu, the only thing I care about anymore is seeing you become the greatest dancer in the world. I know it's selfish of me. I don't mind if you hate me for it. Just whatever you do, don't waste your talent. Lulu, your dancing brings so much joy to people, and it's during a time when there isn't a lot of joy to go around. Volta. No! Horrible, terrible, contrived! What kind of shoddy performance is this? You're a disgrace to Magilu's menagerie! You're an eyesore! Get out of my sight! Huh? What's with you? I'm saying this isn't the place to be doing any of this! Magic again! Wow, Junge. It's so pretty. Fear the might of Magilu, the greatest witch in 100 years! Velvet jetzt, let's go. Cool. Can't even hope to compete with the likes of me! Stand in awe, student and teacher alike! As if we would.
might not be able to compete at your level right now, but just you wait. One day my dancing will beat you. Me and my teacher's dancing won't lose, even if it's to your magic. Lulu. Oh, really? Then it sounds like you and your teacher have lots of work ahead of you. But whenever you want to challenge Magilou's menagerie, we'll be ready. Thank you, Magilou. Huh? For what? I mean, for spurring Magilou on. Color me surprised. Well, I don't know if I'd say that. Who can say? It's anybody's guess what Magilou and Volta do from here on out. Very true. She could be crushed under the weight of his expectations. She could simply reach her limit and lose hope. Neither teacher or student could abandon the other. And say she one day meets his standards of perfection. Who knows whether it would even make her happy? Magilou, are you sure you aren't talking about... I'll say this much. It's human nature to end up wanting to stay with someone. If that person is someone who needs you. Humans are weak like that. But that's what also makes them human. Yeah, you're right. Look at me. I don't even have a punchline for this one. Yeah, are you sure you're not running a fever? It's all right. It's a nice change of pace. Yes, but only on occasion. Miss Magilou, what's gonna happen to all that material I practiced for her act? Nothing, obviously. RIP, Junge. Alles umsonst gemacht. There's your punchline. Alright. Weitere Erfolge. Die Frage ist hier irgendwas Spannendes? I don't know. I'll finish this now. They were nothing. Junge, eine riesige Höhle. Okay. Oh, da komme ich auch nicht hoch. Ja.
Ach Mensch, so früh. Hier, da oben lang. Und diese Höhle ist echt riesig, oder? Also ich habe zumindest Angst, dass sie riesig wird. Everyone ready to play? Wir werden nach der Höhle mal Feiern machen, Leute. Ich hab halt irgendwie voll das Gefühl, dass der nächste Berseria-Stream dann ultra tot ist und wenn ich einfach kein Content mehr habe. Wow, all sorts of things pop out. Sehr schön. Ah, fuck. Nö. Immerhin gibt es hier schön viele Geister in dieser Höhle. Es ist so still. Yeah. Die Müdigkeit kickt. Chat schläft auch langsam ein. Ist gerade so einfach die Höhle durchballern.
Aber ja, das werden wir beim nächsten Tales of Berseria Stream auf jeden Fall beenden. Das Ganze. Ja, was ist denn hier in der Höhle? Goldklumpen. Was haben wir mit Zombies hier? Hier ist doch gar nichts. Wow. Kommt es noch? Die Quickie-Halbinsel. Okay. Die Karte, das wollte ich. Oh, das ist die letzte Insel. Junge. We did it! We completely filled in the world map! That took a lot of work. Nicely done. It's a good start, at least. A good start? You mean there's more? It's true that we completely explored the outer seas that surround Midgand, but for all we know, a whole new ocean might be waiting on the other side of the far continent. And we've only searched the surface of the outer seas. Who knows what sleeps beneath its waters? I guess an explorer's job is never done. Is that a hint of greed I detect? I thought Malakim were above all that. You guys have lost me again. Well, Malakim can live for thousands of years. I'm sure you'll finish your map one day. Assuming you don't become a dragon first. If that happens, it happens. What matters most isn't that you make your dreams come true. It's that you pursue them alongside your friends, right? Oh, look at you, kiddo. You stole Eisen's line right out from under him. Oh, sorry, Eisen. Don't worry about it. I really enjoyed making this map with you guys. Yeah, me too. I don't know how far I'll be able to go, but it's always about the journey, not the destination. Mhm. Well said. Ja, well, thank you for the follow. Danke für den Follow, moin. Schon richtig doof, was mit Eisen passiert. In Tales of Systeria, yeah. That's true. That's true indeed. Als ob ich da direkt hingehen kann. Hat der mich nicht gecheckt oder was? Oder ist hier so ein Backup-Ding? Ah, das ist ein Backup-Ding, okay. Riesiger Kreisverkehr. Ich hoffe, das wird hier halt noch erläutert. Das werden wir ja bald rausfinden. Im nächsten Tales of Berseria streamen wir das.
Oder wartet noch ein Gespräch auf uns? Genau. Irgendwie muss mit Savid noch irgendwas passieren. Wir haben fast alle Sidequests jetzt abgegrast. Das ist noch Rokurus Klinge und das ist literally am Ende. Aber irgendwas muss doch mit Savid und seiner Frau noch sein, ey. Das kann doch nicht einfach so einen Cliffhanger geben. I can't get my hands on nectar or a good drink anymore. But thanks to that, I've finally seen the light. I tried drinking lots of different things to help cope with my cravings. And I discovered that a nice cup of tea really does the trick. You can't give kids the heavy stuff. But tea? Kids, adults, the elderly, everyone can enjoy it. That's a good positive point of view. I'm thinking about using my life savings to open a tea shop, filled with tea from all over the world. Rather than let ourselves get all worked up panicking over the demons, we'd be better off sitting down with a nice cup of relaxing tea. It'd be wonderful if you sold some tasty pies or cookies there too. I know, right? I need to find some baked goods that go well with tea. Maybe I can find a girlfriend while I'm at it. Why? Well, good luck with that. Good luck indeed. Speaking of which, are you single? Sorry. Alles steht auf Eleanor. Yeah, figured as much. Ich weiß nicht, warum die alle auf Eleanor stehen, Junge. Vor Velvet haben sie Angst. Naja. Mhm. Gibt's hier noch irgendwas? Oh, das ist der Rare Mob. Level 67. Oha, ey. Der sieht schon deftig aus. Bin gespannt. Aber guck mal, da fehlen noch welche. Nummer 29 und 30 fehlen noch. Warum sollte man eine Elena haben, weil man eine Velvet haben kann? Meine Rede! Velvet schon besser. Velvet bei. Alright, Leute. Es ist 5:45. Reicht für heute Morgen. Ich weiß nicht, wann es weitergeht, um ehrlich zu sein. Wir werden morgen Abend Overwatch spielen. Vielleicht, wenn nachts Overwatch vorbei ist, setze ich nochmal an. I mean, Overwatch wird eventuell nicht die ganze Nacht gehen. Ich kann es nicht versprechen. Aber das wird halt nicht mehr so lange gehen, right? Vielleicht mache ich es morgen Nacht nach Overwatch. Es kann nicht mehr viele Stunden sein. Es ist halt nichts mehr wirklich da. Es ist eigentlich nur das Ende da. Es fühlt sich zumindest an. Ich weiß es nicht. Aber ich werde es rausfinden. Beim nächsten Mal. Anyways, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal für die Raids heute Nacht. Ich bedanke mich fürs Einschalten. War ein guter Stream. Und haben wir kurz noch Musik für einen Augenblick. Genau, Leute. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht auf jeden Fall.